Wir erklären, glaube ich, mal einfach die Grundregeln, weil viele auch gerade erst neu dazugeschaltet haben. Nations Cup, also hier geht es wirklich darum, seine Nation zu vertreten. Hier wird der Weltmeister in der Mannschaftsdisziplin gesucht. Österreich gegen die Niederlande. Wir spielen Doppel, Einzel, Doppel, Einzel. Und dann hat Kevin einfach angefangen zu spielen, wie ich es noch nie in meinem Leben von jemandem gesehen habe. Das war einfach so irre. Ihr habt gesehen, wie faszinierend und wie magisch dieser Sport sein kann. Freut uns, dass ihr da seid. Für alle, die neu dabei sind. Wir sind hier auf der ITSF World Championship, Weltmeisterschaft hier in Südfrankreich, in Nantes. Und wir haben hier schon einige Tage hinter uns. Was haben wir denn schon alles gesehen? Wir sind heute steil eingestiegen in die Nationenwettbewerbe. Nett die Zeit miteinander verbringen, ein paar geile Kicker-Matches gucken. Vielleicht kennt ihr es hier aus der Kneipe oder habt ihr irgendwie zufällig draufgeschaltet, dachtet, oh, was ist das denn? Der Bruno und ich sind auch nicht anders dazu gekommen. Übrigens erstmal, wir haben uns gar nicht vorgestellt. Bruno Schoner, neben mir, hier Nils Hane. Und wir sind heute die Kommentatoren für euch und haben Bock, mit euch ein paar Matches zu gucken. Ja, und wenn ihr hier eingeschaltet habt und gar nichts damit zu tun habt, ey, kein Stress, genau dafür sind wir da. Wir beantworten eure Fragen, wir quatschen ein bisschen darüber, was da passiert. Denn wir haben gleich ein richtiges Schmankerl, und zwar Österreich gegen die Niederlande. Und das ist auf jeden Fall ein richtiger Brecher. Ja, absolut. Die Österreicher immer noch Zweiter im Medaillenspiegel mit den meisten Nationen, in der Jugend stark vertreten. Aber ist für diese kleine Republik geht da wirklich ganz schön was ab. Besonders so Graz, in der Steiermark, Pilachtal, das ist, glaube ich, Niederösterreich. Da wird richtig, richtig gut gespielt. Und es ist wie immer, die Österreicher sind auf ihrem Galando-Tisch. Der ist in der Kicker-Szene, habe ich immer so den Eindruck, besonders in Deutschland, so semi-beliebt. Weil wir aber auch verwöhnt sind, eben mit unserem Supertisch, dem Leonhard. Der ist einfach klasse und lässt alles zu. Aber die Österreicher auf ihrem Tisch, dem Galando, einfach mega stark und mega schnell. Und das finde ich immer schon schön, wenn so tak, 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 tak. Also da ist auf alle Fälle Action jetzt dann gleich am Tisch. Das finde ich immer sehr schön. Was kannst du denn zu den Niederländern sagen? Ja, die Niederländer sind einfach eine absolute Brechermannschaft. Also ich bin auch ganz großer Fan. Die Niederländer haben einfach eine unfassbar gute Fankultur, Attitude und grundsätzliche Spieleigenschaft, was Spielfairness und Verständnis des Spiels angeht. Wirklich, die treten immer geschlossen auf, da sind alle höflich, freundlich zuvorkommend, alle sehr fair. Also ich bin ein ganz großer Fan von der Mannschaft und die haben auch wirklich nur absolute Topspieler. Wir haben es gestern schon gesehen, wir werden sie bestimmt heute sehen. Wir haben die Aufstellung noch nicht hier vorliegen. Die Regie wird uns die gleich bestimmt noch auf den Screen geben, kurz bevor es losgeht. Da werden wir dann drüber sprechen. Aber aus meiner Erfahrung heraus, wen ich hier schon so gesehen habe, würde ich sagen, das Doppel Elroy Staren, Henk Hebitz hat gestern den besten Spieler der Welt. Also es ist wirklich so, das kann man wirklich so sagen. Tony Spredeman aus Amerika wirklich schon recht früh, ich glaube es war im Viertel oder im Achtelfinale sogar, glaube ich. Im Achtelfinale rausgeschossen. Gestern hier schon im Doppel. Ganz, ganz starke Leistung. Die beiden werden wir sehen. Dann Twan Hermans mit Marc Dost zusammen. Auch beide in allen Disziplinen ganz vorne dabei. Marc Dost und Twan Hermans zusammen auch Weltmeister geworden. Die waren die Verteidiger von dem Jahr davor. Und dazu noch Twan Hermans mit dem Doppelsieg. Twan Hermans war auch noch Einzelweltmeister. Ja. Also die sind so stark aufgestellt. Dann haben die noch dazu Raoul Chamlot und Thijs van Schindel. Die sind beide zusammen, haben die auch schon die World Series gewonnen. Die World Series kann man so ein bisschen vergleichen wie mit den Grand Slam Turnieren beim Tennis. Und da ist es ja so, dass zum Beispiel auch auf Aschen, Rasen und Teppich die besten Spieler gesucht werden. Und beim Kickern ist es so, jedes Jahr werden die besten Spieler auf den verschiedenen Tischmodellen gesucht. Es gibt ein paar große Hersteller, den deutschen Tisch zum Beispiel, den französischen ist dann der Bonzini, der deutsche der Leonhard, der amerikanische ist der Tornado, dann gibt es noch Roberto Sport, es gibt da so ein paar Modelle. Und dieses Turnier, wo die besten Spieler gesucht werden, haben Raoul Chamlot und Thijs van Schindel auch schon für sich entscheiden können. Die sind quasi also mit die besten Spieler auf dem Tisch, den sie dort unten als Heimtisch spielen. Also da steht wirklich nur, was Rang und Namen hat. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was gespannt machen. Mal abgesehen von den Österreichern, wo auch nur Titel stehen. Ja, absolut. Und was mir bei den Niederländern speziell auch gefällt, da stehen dann gefühlt
150 Jahre Kicker-Erfahrung am Tisch. Ein paar von denen, die du angesprochen hast, das sind wirklich schon alte Herren. Das macht aber den Tischfußball auch so schön. Es gibt nahezu keine Zugangsvoraussetzungen. Also es kann jeder lernen, es kann jeder spielen. Da stehen auch welche unten, so wie Thijs van Schindel und Raul Chamelu. Sind noch nicht alt, die spielen jetzt auch noch nicht so überlang. Aber man kann es schnell lernen. Das heißt, wenn ihr jetzt neu im Stream seid, das erste Mal euch mit Kicker, mit Tischfußball beschäftigt, ihr dürft uns gerne Fragen stellen, denn wir erklären euch so ein bisschen, was denn nun der Unterschied ist zwischen dem Spiel, das ihr vielleicht aus dem Jugendzentrum oder der Kneipe schon kennt, und diesem Aufriss hier hinter uns in der Final Area, denn da ist nur das oberste Regal unterwegs. Da werdet ihr automatisch jetzt dann gleich sehen, was echt starker Tischfußball ist. Und wenn ihr da teilweise nicht mitkommt, weil es zu flott geht oder sonst was, stellt uns die Fragen. Wir versorgen euch da gern. Schön, dass ihr da seid, alle zusammen. Wir müssen noch kurz warten. Ja, ihr könnt mal gucken, ich lehne mich hier mal so zur Seite, denn ich sitze mal genau vor der Final Area. Da ist das, was wir gleich sehen werden. Da seht ihr gerade auch noch der Tisch, der gewechselt wird. Warte, ich zeig mal drauf da. Das ist nämlich auch unser Team, das da gerade noch die Tische da präpariert. Denn wir spielen Multitable, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ihr kennt es ja nur wahrscheinlich, entweder seid ihr selber Turnierspieler oder halt eben habt gar nichts damit zu tun und kennt halt nur einen Tisch aus der Kneipe. Hier auf der Weltmeisterschaft spielt man Multitable. Was heißt das? Das bedeutet, dass man einen Heimtisch wählen kann. Es gibt große Tischhersteller, die sind vom ITSF, also vom Internationalen Verband des Tischfußballs, zugelassen. Und dann wählt man einen Heimtisch und auf dem spielt man dann das ganze Turnier über. Und das ist dann hier halt in dem Nations Cup genauso. Das heißt, eine Nation kann sich jeweils einen Tisch aussuchen und die Österreicher spielen den Galando, den werdet ihr gleich sehen. Und die Niederlande spielen den Leonhard, der auch gleichzeitig der deutsche Tisch ist. Ich habe hier so ein bisschen, leider der Nils hat mir irgendwo den Leonhard-Ball verlegt, aber... Das tut mir auch sehr leid. Hier seht ihr es, man kann an der Turnierleitung alle Athleten, die kommen, hier so ein Ball-Package kaufen, denn man benutzt eigene, nur neue Bälle. Und ich fische den jetzt mal raus, den Galando-Ball. Das ist die kleine orange Kugel. Und die ist zum Beispiel einfach so leicht angeraut, aber der Galando hat zum Beispiel eine Glasplatte, das heißt in Kombination mit diesem leichten Plastikball ist das eher was Rutschiges. Bei Leonhard ist es eher eine griffigere Nummer, genau so sehen die alle aus. Jeder Tisch hat verschiedene Spieleigenschaften. Auch sehr spannend, einfach mal hier so zum Vergleich. Das hier ist der Ball vom Tornado, das ist der amerikanische Tisch. Der ist so ganz meliert, der hat innen drin eine Metallkugel, ist aus Urethan. Und dann haben wir hier ganz andere Bälle. Zum Beispiel, wenn ihr das könnt ihr gerade nicht merken, aber der Ball ist ultra schwer. Und der Ball hier fühlt sich dagegen an wie so ein Tischtennisball. Ja. Ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und da spielt man dann natürlich auch ganz anders mit. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du das mitgebracht hast. Ja, den einen Ball habe ich dem Bruno stibitzt, / eigentlich gar nicht für uns eigentlich stibitzt. Denn wir spielen ja beide auch selber Tischfußball. Und was machen wir natürlich hier zwischendurch? Wir zocken hier natürlich auch an den Tischen, wenn wir hier ein kurzes Päuschen haben. Und da hatte ich den Ball eigentlich eingesteckt, um mit dem Bruno ein kleines Ründchen zu spielen. Genau, die Figuren sind auch, gute Frage, sind auch komplett unterschiedlich. Ich wollte nämlich eigentlich das Gleiche tun wie hier mit den Bällen und Figuren abstauben. Da bin ich aber kläglich gescheitert. Da wurde ich nämlich überall so, was willst denn du jetzt hier? Die Puppen sind vormontiert an den Stangen und ganze Stangen jetzt hier, das wird schwierig bei 5 Modellen. Auch die Puppen sind total unterschiedlich. Sie unterscheiden sich in Beschaffenheit. Also bestes Beispiel ist der größte Unterschied, die Tornado-Puppe, so ein richtig klotziger Bein, also super schwer, super massiv, aus Plastik mit so einem Spitz vorne dran. Und dann hast du den Bonzini, Metallfigur mit super schwerem Fuß. Das heißt, ist ganz anders zu spielen, ganz anderer Drehmoment, ganz andere Gewichtung. Aber das werdet ihr dann alles sehen, wenn denn nun endlich ein Tisch da ist. Es ist ein Tisch da. Wir sehen jetzt auch schon die Spieler beim Warmmachen. Das ist gut. Nils, was wir jetzt noch offen haben, ist das Thema, dieser Nations Cup ist ja ganz eine besondere Nummer, denn die meisten sind es von Turnieren gewohnt, Einzel, Doppel und so zu spielen, aber hier jetzt im Team seine Landesfarben zu vertreten, das bringt mehr Druck, ist aber auch mehr Ehre. Was macht denn so ein Teamwettbewerb noch ganz speziell aus deiner Sicht?
Ja, besonders wir erklären, glaube ich, mal einfach die Grundregeln, weil viele auch gerade erst neu dazugeschaltet haben, dass ihr einfach wisst, ey, was gucken wir uns hier überhaupt an? Eben Nations Cup. Also hier geht es wirklich darum, seine Nation zu vertreten. Hier wird der Weltmeister in der Mannschaftsdisziplin gesucht. Wir sind schon seit einigen Tagen dabei und streamen. Wir haben schon die Einzel-, Doppeldisziplin, Mixdisziplin gespielt. Und jetzt halt eben der Nations Cup, da funktioniert das ein bisschen anders. Man muss nicht Sätze gewinnen, also man schießt eine gewisse Anzahl Tore und dann hat man einen Satz und dann muss man mehrere Sätze gewinnen, sondern es gibt nur einen Satz mit ganz vielen Toren. Und zwar 40. 40 Race to 40 heißt der Modus. Und eigentlich ist der Modus recht entspannt aufgebaut, wenn man es einmal kurz verstanden hat. Der ist eigentlich in 4 Sequenzen unterteilt, einfach 10, 10, 10, 10. Eigentlich sehr einfach, das kann man sich gut merken. Und diese 4 Sequenzen werden einfach von unterschiedlichen Spielern beschritten. Genau, und Nils hat jetzt schon den bisschen speziellen Modus erklärt. Wenn ihr euch in Ruhe einlesen wollt ins Thema und Informationen über Tische, über Spieltechniken, auch über Tutorials etc., wenn ihr da was haben wollt, www.sportbuzzer.de ist speziell an Anfänger gerichtet, dieses Angebot. Da könnt ihr euch einlesen zu Regeln und dann seid ihr bestens informiert und gleich super bereit für dieses Spiel. Die Regie hat gerade gesagt, in den Medaillenspiegel reingucken, denn das ist was richtig Tolles, denn Deutschland steht da richtig gut da. Ganz kurz würde ich gerne... Ach, können wir schon reinschauen? Ja, aber du kannst doch gerne noch erst was sagen. Wir haben noch Zeit. Wenn wir die Übersicht da haben, dann schauen wir auch gleich rein. Ja, den kann man auch einfach getrost immer wieder gerne herzeigen. Ja, für uns sieht der natürlich toll aus. Ne? Manche sind schon genervt, die vielleicht hier den ganzen Tag da sind, aber wir blenden den so gerne ein. Denn... wie ihr sehen könnt, Deutschland ist nicht schwer ist sehr einfach zu finden, kein Problem. Auf Platz 1 17 Medaillen. So, Nils, woran liegt es, dass Deutschland so stark ist? Hast du da eine kurze Erklärung dafür? Das Feld in Deutschland ist einfach unfassbar stark, wenn du auf Turniere fährst und du musst extrem gut sein, um irgendwie vorne mitspielen zu können. Deutschland stellt hier auch ungefähr 150 Athleten, das ist echt viel im Vergleich. Das spiegelt sich auch an den Medaillen wieder. Deutschland ist einfach wirklich stark vertreten, hat richtig einen Boom erreicht. Ja. Und ja, hier seht ihr jetzt mal den Baum für den Nations Cup der Herren. Und ganz oben seht ihr das Spiel, das wir jetzt gleich sehen. Niederlande gegen Österreich im Viertelfinale. Dann noch Frankreich gegen die Schweiz, Deutschland gegen Portugal und Amerika gegen Kuwait. Da hat sich Kuwait anscheinend durchgesetzt. Auf jeden Fall ein Kontrahent, mit dem man nicht gerechnet hat. Nee, also den hat hier eigentlich niemand vermutet, so richtig. Finde ich cool, aber das hat man ja immer bei Weltmeisterschaften. Da kommt immer jemand um die Ecke, mit dem man nicht gerechnet hat. Aber wie werden auch sonst neue Dominanzen geschaffen? Eben durch sowas, durch starke Leistung. Also Glückwunsch da auf jeden Fall. Mega cool. Wenn die sich weiter hier durchsetzen, dann sehen wir die vielleicht gleich noch. So, ich würde gerne ein paar Fragen aus dem Chat beantworten. Und zwar ist die Halle ausverkauft. Es haben hier 5.800 Leute Platz. Die Final Area ist ja so aufgebaut, dass die vor der Haupttribüne ist. Und die Haupttribüne ist, je später die Stunde wird, schon immer ganz gut gefüllt. Jetzt ist noch nicht so viel los. Also vereinzelt Leute, ich denke so... abends, wenn dann wirklich die geballte Aufmerksamkeit auf bestimmte Spiele ausgerichtet ist und nicht nebenbei noch parallel an den ganzen Tischen Spiele stattfinden, denke ich so zwischen 500, 600, 700 Zuschauer, die hier immer auf der Tribüne Platz nehmen. Genau, also ist schon ein bisschen was los. Zur Orientierung. So ein Tagesticket für den World Cup hier in Nantes kostet zum Beispiel um die 10 Euro, glaube ich, Erwachsene, und der Wochenendpass, also für 6 Tage Weltmeisterschaft, sind 28 Euro. So, da seht ihr das gerade auch schon. Hier seht ihr gerade in unserer Beautycam einfach mal kurz von oben den Shot. Da könnt ihr auch mal den Tisch sehen. Ja, und vor allem eben, da werden direkt neben dem Tisch sind dann immer praktisch, hocken da die Mannschaftskollegen, feuern an. Denn dieser Modus ist schon speziell, sind schon echt lange Spiele auch immer, die wir da zeigen. Dann war noch eine Frage mal zu einem Kicker-Tisch. Wenn du dir einen Tisch kaufen möchtest, dann lieber einmal einen richtig guten Tisch und den hast du dafür ewig lang und du hast richtig Freude dran und spielst dann auch wirklich als irgend so ein Plastikgebilde vom Discounter oder sonstiges. Wir können da nur empfehlen,
Leonhard, die Firma Leonhard ist auch Sponsor, eben ist renommierter Tischhersteller, stellt hier das offizielle Tischmodell für die Weltmeisterschaft. Und da gibt es sogar, wenn du den Link klickst, hier im Stream sogar einen Rabatt für dich. Da gibt es sehr lässige Einsteigermodelle auch, also die zum Anfangen super, super ausreichend sind. Und du kannst mit denen schon mal wirklich alle Spieleigenschaften erlernen, die es für Tischfußball braucht, sodass du auch Spaß hast. Also Leonhard Store, nur zu empfehlen. Läuft kein Spiel, wird hier gefragt. Doch, wir fangen nämlich jetzt an. Wir haben nämlich von der Regie gerade die Info bekommen, dass unser Mann, der gute Radek, da bereitsteht und jetzt gleich die Zeremonie beginnt, das Intro, wo die Spieler vorgestellt werden. Und dann sind wir gleich auch mit dem Game da. Good evening, hello again. We are back here on the ITSF World Cup 2022 in France. I hope you're enjoying all these days. It's day number 5 and we are bringing to you right now the quarterfinal matches of the national events. We will start on the Zone B. Please welcome the women's national teams from Germany. On the left side. The team from Germany will be playing against the team from Czech Republic. But right now we are back in the final zone, final area. ITSF World Cup 2022 is bringing to you this quarterfinal match. Please welcome first on my right hand team from Austria. Against the team from Austria will be challenging team from Netherlands. Please welcome to the stage. This quarterfinal match in the national of the men's, Austria against Netherlands. Ladies and gentlemen, enjoy, and I hope you will have a great show here in the final zone. Thank you. Tischfußball-Weltmeisterschaft in Nantes, Frankreich. Wir sehen das Viertelfinalspiel und da stehen sich zwei absolute Schwergewichte gegenüber. In Oranje-Rot die niederländische Nationalmannschaft mit allen Wassern gewaschen, super erfahren, gegen Österreich. Ja, Nils, guck dir das an. Ja, also da steht so eine geballte Menge an Kickerkunst, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir hatten es ja gerade vorhin schon, da sind sie alle zu sehen. Marc Dost, Twan Hermanns, über den haben wir vorhin noch nicht gesprochen. Rick Hansen da, das ist der Mann, den wir gerade von hinten sehen mit der Glatze. Auch ein sehr, sehr starker Spieler. Und Bashir Jongen, den hatten wir auch noch nicht vorhin vorgestellt. Den gibt es auch noch. Da sieht man es jetzt. Die Tribüne deshalb noch nicht so richtig gefüllt, weil da eben noch ganz viel Movement, also über 200 Kickertische wurden in der Asch Arena in Nantes. Dort spielt normalerweise eigentlich Nantes Champions League Handball. Da spielen einfach noch viele außenrum. So, wir sehen hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Das heißt, ihr seht hier 4 Segmente. Es geht immer bis 10 Tore. Am Ende, wer als erster 40 Tore geschossen hat, gewinnt das Spiel.
Ja, und vor allem das letzte Doppel da, Matthias Schöpf, Benjamin Wilford. Benjamin Wilford hat schon eine Goldmedaille abgestaubt dieses Wochenende oder in dieser Woche gegen Raoul Chamelo und Thijs van Schindel. Da darf man sich freuen. Wird eine richtig schöne Sache. Wir versuchen euch bestens im Bilde zu halten. Deshalb, wenn ihr was nicht versteht, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir starten auf dem Galando, dem Heimtisch der Österreicher. Genau, den Mann kennt ihr vielleicht auch, die Österreicher. Den kennt ihr vielleicht auch aus den verschiedenen Internetangeboten, wo man sich so Tischfußball angucken kann. Der ist nämlich auch einer von denen, die aus Österreich ab und an mal was übertragen. Jakob Heinrichsberger. Ja, man sieht schon, also ja. Genau, das Streaming, Tischfußball streamen wird immer beliebter und populärer. Wobei ich glaube, also so eine Produktion wie die hier, das ist schon so ein bisschen Ausnahme. Also es ist nicht die Regel, dass ihr Tischfußball in so einer Qualität ansehen könnt. Aber genau das wollen wir eben weiterhin ermöglichen. Denn ihr erlebt hier Spitzensport einfach. Boah, da lässt sich aber lange Zeit jetzt. 15 Sekunden hat er ja da eigentlich nur auf der Stürmerstange. Jo, und auf der rechten Seite Twan Hermans. Nils, da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, Twan Hermans ist der vorherige World Champion im Einzel. Also der Mann ist auf jeden Fall auch eine absolute Granate im Einzel. Das ist auf jeden Fall cool, dass wir den sehen. Denn der wird hier bestimmt was zeigen. Das heißt nämlich, wenn man Weltmeister im Einzel ist, kann man auf jeden Fall jeden Tisch sehr, sehr gut spielen. Ja. Genau. Und das hat er hier gleich mal gezeigt mit einem saftigen Schuss in die rechte Ecke. Ihr könnt das sehen, Twan Hermans als auch Jakob Heinrichsberger spielen einen sehr beliebten Schuss, der eher so aus der Ecke New School kommt. Den gab es eine Zeit lang gar nicht. Nennt sich Snake oder Jet. Da wird die Stange wird am Handgelenk. Wow, das sind die Bälle, die lassen mein Herz höher schlagen. Zack, über die Bande. Und das war kein ungewolltes Ding, sondern der war genau so geplant. Wunderschönes Tor. Und ihr seht schon, dass immer fleißig gewechselt wird zwischen den Tischen. Jetzt sind wir am Leonhard. Etwas schwerer Ball. Bandenschüsse sind möglich, weil die Banden nicht hochgezogen sind. Und er spielt ein anderes Schusssystem auf seinem Heimtisch. Ja, und wir sollten noch mal kurz darauf eingehen, wie das mit dem Tischwechsel ist, oder? Für die Leute, die sich hier nicht so gut auskennen. Denn das ist ja das Interessante daran. Der Modus ist so, dass man 2 Bälle auf dem einen Tisch und 2 Bälle auf dem anderen Tisch spielt. Und das macht das Ganze super brisant. Ja, das ist, man muss sich eben ständig auch umstellen. Also das fordert den Spielern schon alles ab. Und sie spielen ja jetzt in diesem Segment bis 10. Also der Spieler, der als erster 10 Tore erzielt, holt praktisch den ersten 10er-Block für sein Team. Und dann genau, kommt das erste Doppel und zwischen den Bällen, zwischen den Tischen wird ständig gewechselt. So. Und Jakob Heinrichsberger hat richtig dicke Probleme gegen einen super stark aufspielenden Twan Hermans. Und das kann auf jeden Fall auch schon wieder spielentscheidend werden. Das haben wir ja vorhin schon bei der Partie Frankreich gegen Luxemburg gesehen. Da sind die Franzosen ja auch direkt am Anfang vorne davongelaufen. Und da war es tatsächlich ein 10:2 im ersten Segment. Ja, das war dann im Endeffekt einfach auch nicht mehr aufzuholen. Also
Genau, und deswegen wäre es an der Zeit, dass Jakob Heinrichsberger jetzt mit seiner Schusstechnik, dem Snake Shot, mal einen reinsetzt. Jawohl, der war richtig druckvoll, schön in die Ecke. Und ihr seht, er rollt den Griff übers Handgelenk ab und fängt die Stange, damit sie unter Kontrolle bleibt, mit den Fingerspitzen so wieder auf. Und dann sind es 360 Grad Umdrehung und die sind erlaubt. Alles okay, 1:4. Eieiei, was für ein Schuss. Also da kann man wirklich nichts mehr zu sagen. Der knallt auf jeden Fall richtig rein. Und das ist auf jeden Fall ein guter Auftakt hier für die Niederländer direkt. So, Jakob Heinrichsberger. Ja, tut sich richtig hart und wir haben das schon gesehen vorher. Das ist auch so ein bisschen Aufstellungssache. Jakob Heinrichsberger, schon ein starker Spieler, aber ich würde sagen, nicht auf dem Level wie Twan Hermans, würde ich sagen. Und da klafft natürlich jetzt schon. Die Österreicher haben gesagt, okay, wir steigen vielleicht mal mit einem so bisschen Medium ein und die Niederländer, okay, Twan, Einzelweltmeister, gleich von Anfang an volle Pulle Druck geben und das macht sich bezahlt, denn das Gefühl ist natürlich super unangenehm, wenn du da jetzt ins zweite Doppel musst und genau, du startest mit 5 Toren Rückstand oder so. Verstehe ich. Und jetzt Twan Hermans am Ball. 6:2 Führung. Meine Güte. Der Mann spielt hier auf jeden Fall richtig stark auf. Das mag ich auch sehr gerne auf diesem Tisch, weil eben der Ball so leicht ist. Dieses schnelle Tick-Tack, alleine den Sound schon. Und da sind die Österreicher schon super stark. Da sind sie so schnell unterwegs einfach auf ihrem Tisch und haben so schnelle Hände. Aber findet er jetzt auch einen Weg da? Habe ich übrigens auch von den französischen Stream-Kollegen erfahren. Ihr seht hier, wenn jemand hinten den Ball hat, so wie Twan, stellt sich jetzt die Puppen genauso hin, dass da möglichst wenig Platz ist und stellt sich die Franzosen nennen das Gitter auf. Ach, okay, Gitter. Und das nennt sich Le Grill. Und man schreibt es wie Grill, Le Grill. Also baut sich sein Stellungsspielgitter auf. Genau, und hat sich gleich bezahlt gemacht, steht mit der Verteidigerpuppe richtig. Und wieder muss Jakob Heinrichsberger von hinten neu aufbauen. Ja, spannend auf jeden Fall. Das Gitter. La Grille, genau. Fragt da kurz was. Anscheinend, oh, der Ball anscheinend ein bisschen dreckig oder vielleicht Schweiß in den Tisch getropft. Man weiß es nicht genau. Hat er auf jeden Fall den Schiedsrichter gefragt, ob er da kurz das Spiel unterbrechen darf, um das Spielmaterial zu säubern. Der hat zugestimmt. Boom, ja, da macht er sich Luft, denn er hat schwer zu kämpfen. Aber kommt jetzt auf 3 Tore ran. Und man muss dazu sagen, Twan Hermans hat echt viele Bälle auf Galando gewonnen. Galando ist der Tisch mit den blau-roten Figuren und der Heimtisch der Österreicher. Hat da also viele Bälle dem Gegner abgenommen. Das muss man wirklich sagen. Und das ist wirklich dann das, was dann später so eine Partie entscheiden kann. Dass er hier jetzt schon 3 Tore für sein Team rausgeholt hat. Und nochmal zum Modus, dass ihr hier Bescheid wisst, die Leute, die neu dazu gekommen sind. Twan Hermans und Jakob Heinrichsberger spielen jetzt gleich bis 10. Dann kommt das Doppel. Dann spielt das Doppel bis 20. Was bedeutet, das kann zum Beispiel die Punkte, die Jakob Heinrichsberger bis jetzt verloren hat, auch wieder rausholen. Wenn jetzt die Partie 10:3 ausgeht, könnte das Doppel, das für Jakob spielt, dann 17 Tore schießen. Das ist schon ziemlich abgefahren an dem Modus. Einfach, mich würde es auch voll freuen, wenn man das mal zu sehen bekommt, dass da wirklich mal ein Einzel oder ein Team so einen Run erwischt. Ja, vielleicht kommt es noch, denn der Modus ist ja auch ganz neu. Und wir waren bei dieser WM schon beim ein oder anderen geschichtsträchtigen Moment mit dabei.
auch mit österreichischer Beteiligung. Bei einem unglaublichen Finaltor vom 15-jährigen Stefan Burmittler aus Österreich zum Beispiel. Also gab schon viele Highlights. Genau. Und wir freuen uns auf weitere. Da liegt der Ball tot. Das kann passieren. Es gibt so gewisse Bereiche im Tisch. Wenn das mal passiert, es passiert nicht oft, aber da kommt man mit den Figuren nicht dran, dann wird der Ball eben wieder zurück ins Spiel gebracht, auf die Position, die da am nächsten ist. Und wenn der Ball zum Beispiel im Mittelfeld liegen bleibt, genau, das kennt man ja selber auch aus der Kneipe, für die Leute, die jetzt hier vielleicht eher mal so das ein oder andere Spiel spielt und man wirft den Ball durch den Einwurf ein, kann es passieren, dass er genau in der Mitte liegen bleibt. Dann bekommt der Spieler, der das Tor davor, das letzte Tor kassiert hat, bekommt dann den Ball. Quasi wie beim Fußball. Und sonst beim Profispiel wird auch wie beim Fußball halt mit Anstoß gespielt. Genau. So, und jetzt nimmt Jakob Heinrichsberger ein Timeout, verschafft sich 45 Sekunden Pause. Das ist nämlich speziell. Es gibt nur ein Timeout, dafür ist das ein bisschen länger. Und wird jetzt gleich mal gecoacht von Kevin Hunsdorfer, einem absoluten Weltklasse-Spieler. Vize-Weltmeister im Einzel, hat das Spiel gegen Ruben Heinrich verloren. Also der Mann weiß, von was er spricht. Und jetzt geht's weiter. Das war die kurze Pause. Oben seht ihr den Timer. 10 Sekunden sind noch, die sie noch hätten nutzen können, aber spielen schon früher weiter. Genau, da gibt es Schiedsrichter. Da seht ihr nämlich hinten 2 Männer im Referee-Trikot stehen. Aus dem Tic-Tac gerade durch. Genau, 2 Schiedsrichter. Einer stoppt die Zeit, denn man hat Zeitbegrenzungen auf jeder Stange. Auf der Mittelfeldstange 10 Sekunden. Dann muss der Ball weg auf Verteidigerstange und Stürmerstange 15 Sekunden. Und einen Referee, der Tore kontrolliert. Bravo. Der Schuss ist so gut. Also den hat er austrainiert. Den macht er jetzt schon zum 2. Mal. So, Nils, jetzt hat er den 2-mal gefressen. Richtig stark ausgeführt von Twan Hermanns. Muss der jetzt was ändern an seiner Deckung oder kann man das einfach nicht verhindern? Ich finde, er hätte schon vorher was, also ist natürlich jetzt so meine persönliche Meinung, er hätte schon vorher was ändern müssen. Und zwar, er hätte halt einfach grundsätzlich ein anderes Deckungsbild stehen sollen. Einfach weil er wusste, okay, ich spiele gegen jemanden, also ich mache das so und ich weiß, dass das andere auch so machen. Wenn du weißt, dass jemand aus der 5 schießt, deckst du anders, als wenn du weißt, also du musst manchmal erst herausfinden, schießt derjenige auch wirklich mit der 5er-Reihe? Denn im Einzel ist es so, man muss ja alle Stangen halten. Und wenn jetzt der Stürmer vorne spielt, kannst du auch vorne spielen. Aber wenn er dann einfach aufs Tor schießt, hast du ja hinten niemanden stehen. Sprich, wenn das jemand macht, hältst du mit beiden Händen, wenn es deine Handgröße zulässt, die beiden Verteidigerstangen und die 5er-Reihe. Das, was jetzt auch Jakob Heinrichsberger macht. Aber er müsste halt mit den Puppen etwas weiter nach oben gehen, um diese Lücken zuzumachen. Er schießt richtig schön präzise. Das ist schon allerfeinstes Kicker, das Twan Hermanns da zeigt. Jo, und jetzt fehlt ihm noch ein Tor, um praktisch den nächsten Block zu eröffnen. Dann findet das erste Doppel statt. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde schon die Doppeldisziplin, also immer wenn Doppel gespielt wird, so ist für mich Kickern 2 gegen 2 nah am Tisch gegenüber. Ja, das ist auch so ein bisschen das Lanzenreiten des Kickerns. Das ist halt so, das ist die Disziplin. Ja, so richtig im Mittelalter-Jargon. Damals gab es auch den Schwertkampf und verschiedene Disziplinen, aber das, was zählt, ist das Lanzenreiten. Und das ist das Doppel im Kickern. Ja, finde ich auch, absolut. Das hat immer das meiste Prestige, das ist am interessantesten. Oh, da hebt er die Hand, da sieht man es. Twan Hermanns mit einer absoluten Glanzleistung. Was für ein starker auf 5 Tore rausgeholt von Twan Hermanns für sein Team. 40 an der Zahl müssen erreicht werden. Also nur noch 30 Tore für die Niederlande und 35 für Österreich. Ja, und wir bekommen gleich eine Statistik. Zur Erklärung, oben die Tore, die geschossen wurden, mit Unterteilung, wo sie denn, also wohin geschossen wurde. Und Twan Hermann in beide Ecken, nichts in die Mitte, hat er nicht gebraucht.
denn die in die Ecken, die haben richtig gesessen. Also Und was ich hier interessant finde an der Statistik ist, guckt ihr mal die Quoten an, guckt euch mal den zweiten Reiter an, der Shots-Reiter, da seht ihr, Jakob Heinrichsberger hatte genug Schussquoten. 10-mal hat Twan aufs Tor geschossen, 12-mal Jakob. Und er hat aber einfach eine ganz schön schlechtere Performance da abgeliefert. genau. Hat er einfach ein bisschen weniger gehabt. Und das kann auf jeden Fall einer der Faktoren sein, die dazu geführt haben. Absolut, also weniger effektiv und das musste ich auch lernen, als ich gemerkt habe, okay, ich bin technisch super am Tisch, aber wenn es wirklich kompetitiv ums Eingemachte geht, da geht es um Effizienz, um Abgezocktheit und mitunter deswegen wurde Twan Hermanns Weltmeister und jetzt ist 5:10 schon eine Ansage. Ja, und hier seht ihr jetzt nochmal schön die nächsten Spieler. Wolfgang Breuer im Tor in Österreich mit Lukas Meyerhoff im Sturm gegen Marc Dost und Elroy Staren. Man muss dazu sagen, die Niederländer haben sich also dazu entschieden, das Doppel zu splitten, mit dem sie gestern ganz vorne dabei waren, nämlich Henk Hebbels und Elroy Staren, die wirklich einen der besten Spieler der Welt besiegt haben im Achtelfinale. Und haben das Doppel gesplittet, haben es aufgeteilt in Elroy Staren und Marc Dost. Andere Kombination, denn Twan Hermans und Marc Dost sind zusammen auch schon Weltmeister geworden. Hätte man jetzt auf jeden Fall vermutet, dass die beiden da auch zusammenspielen. Aber die werden sich was dabei gedacht haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da viel Taktik dahinter steckt. Denn die sehen ja praktisch, die bekommen ja das los. Okay, es geht gegen Österreich. Welche Tischbeschaffenheiten haben wir? Wer ist bei denen gut? Und dann wird die Aufstellung gewählt. Ja, und ich liebe es, Marc Dost vorne zu sehen. Ihr seht da, Griffgummi wird aufgezogen und ein Handschuh. Das heißt, mega viel Grip. Und das ist für Marc Dost schon schön. Der geht schon richtig gut, der Schuss auch auf dem Galando. Man muss halt aufpassen, nicht zu viel Kraft drauf. Genau, Kicken ist ganz wenig Kraft, sondern mehr Technik. Lieber mal feiner als kräftiger. Und ja, da ist er ein wirklicher Ballstreichler, das mag ich sehr gerne. Was ich interessant finde hier übrigens, Wolfgang Breuer, das ist der Mann gerade im Bild mit der längeren Frisur, der macht sich da so ein Band um den Arm. Das ist aber eigentlich eher so ein Stürmerding, weil es eine Schusstechnik gibt, wo man den Griff hier am Handgelenk ansetzt. Sieht man eigentlich selten als Torwart, eigentlich nie. Und Stimmt, ja. Wolfgang Breuer macht sich da das Band um den Arm. Müsste man mal nachfragen. Das seht ihr bei dem Stürmer Lukas Meyerhoff, der hat das auch. Bei Stürmern ist das sehr, sehr häufig, wenn die den Jetschuss schießen. Einfach weil man den Griff am Arm ansetzt. Ein sehr, sehr effektiver Schuss. Aber bei Torwerten eigentlich nicht, besonders weil das Schusssystem, das Wolfgang Breuer rausschießt, nennt sich der Schieber oder halt auch Pushshot. Und das heißt, er nimmt den und drückt das Handgelenk durch. Und durch das Band hat man eigentlich ein starreres Handgelenk. Das heißt, man kann nicht so gut das Handgelenk runterdrücken. Deswegen mache ich die Bänder auch nicht so gern am Handgelenk. Ich fühle mich da irgendwie eingeengt. Müsste man ihn mal fragen, würde mich interessieren. Er wird sich was dabei denken. Vielleicht rollt er auch ein bisschen ab und geht dann über den Arm, um da den Grip zu haben. Wird da auf jeden Fall was sich bei gedacht haben, denn man sieht das immer bei ihm. Also wird spannend. Es gibt auf alle Fälle auch aufstellungstaktische Komponenten. Vielleicht geht er auch mal nach vorne, wenn er da merkt, dass Lukas nicht trifft. Hat jetzt aber die erste Chance hier zu verkürzen. Lässt sich viel Zeit. Boah, das ist natürlich richtig bitter. Setzt das Ding gegen den Pfosten und dann links oben ins Kreuzeck. Kurioses Ding. Ich habe übrigens eine Vermutung. Ich habe ja gerade vorhin angesprochen, wieso sie die Doppel gesplittet haben. Ja. Meine Vermutung ist, Elroy Staren sieht man hier gerade im Tor. Der ist sonst der Stürmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass Elroy Staren sich gar nicht so wohl auf Galando fühlt, auf dem österreichischen Tisch. Ja. Und deswegen die Kombination so gewählt wurde, dass er auf dem einen im Tor spielen kann. Denn Henk Hebbels, ich habe diesen Mann noch nie vorne spielen sehen. Das ist einer der besten Torhüter der Welt. Ist aber wirklich reiner Torhüter. Ich habe den noch nie vorne spielen sehen. Und dann gäbe es keine Option, wenn sie in der Konstellation aufstellen. Denn ihr habt es ja im ersten Block schon erlebt, es wird immer noch 2 Toren auf einem Tisch gewechselt. Und was gab es da? Diskussion? Wurde da kurz der Schiedsrichter in Frage gestellt? Oder? Genau, ganz anders ist das auf der niederländischen Seite.
oder beziehungsweise jetzt durch diese Konstellation, die sie sich da erschaffen haben, Marc Dost und Elroy Staren können eigentlich beide überall spielen, oder? Also die sind jetzt mega flexibel. Ich gehe stark davon aus, dass Elroy, also ich könnte mir das auch gut vorstellen, also Elroy Staren im Sturm auf Leonhard und eben genau der Wechsel auf Galando. Ja, ich finde es einfach also so schön auch, oder mich mit dir dazu unterhalten, weil immer wieder, wenn ich mir denke, okay, jetzt aus so Anfängerperspektive, es unterstreicht halt gleich, genau, wie viel dahinter steckt, wie viel taktiert wird, wie viele Ebenen einfach dieser Sport mitbringt, wo man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht vermuten möchte. So, aber sie lassen sich Zeit, also die spielen jetzt schon einige Minuten und es ist genau ein Tor gefallen. Ja, auch noch hier so eine schöne Besonderheit für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Ihr kennt ja bestimmt viele Tische, die ihr so mal bei uns so in unseren Gefilden seht oder die irgendwie in der Kneipe stehen oder in Vereinsheimen. Und der hier ist halt ganz anders. Guckt mal außen, die Seitenkanten, die sind hochgezogen, die sind da auch festgestraubt. Das ermöglicht einige Schüsse nicht mehr. Das heißt, alle Bälle, die irgendwie über die Außenbande gehen und die treffen, die haben andere Winkel. Das heißt, da kann man nicht mehr so richtig drüber schießen, weil da eben diese Kanten sind. Und der Ball ist auch so leicht, also der hebt dann ab. Und ihr habt ja gesehen, das erste Tor, das auf dem Galando-Tisch jetzt passiert ist im zweiten Block, der hebt schnell mal ab, der Ball. Also da ist der Ball in hohem Bogen über den Tisch geflogen und dann ins andere Tor. Boah, da arbeitet er schon ganz schön krass auf der Mittelfeldstange, Lukas Meyerhofer. Und das hier ist jetzt der Heimtisch der Niederländer. Und wir sehen auch den Wechsel. Elroy Staren jetzt vorne, Marc Dost hinten. Und verteidigt gleich mal den ersten Ball gegen Lukas Meyerhofer. Ja, Marc Dost halt auch Vize-Weltmeister auf dem Tisch. Also der hat auf jeden Fall richtig Expertise. Also der ist da auf jeden Fall einer der Topspieler auf dem Tisch. Den sieht man immer vorne dabei. Und hält wieder. Und wir haben uns ja vorhin über so Signature-Bälle unterhalten. Marc Dost im Tor hat so einen. Vielleicht sehen wir ihn gleich direkt. Der hat nämlich so einen Ball, den sieht man von jemand anderem. Er geht dann so hinter den Ball, wischt und kickt den dann und schießt den mit der anderen Puppe in Macht 10, 3000 km/h. Oh, schickes Ding. Und Elroy Staren macht den Ball rein. Seine Tochter ist auch hier, Ember Staren. Die hat gestern schon den zweiten Platz, meine ich, gemacht. Ja, zweiten Platz im Dameneinzel. Hat sich da Milin Tran geschlagen geben müssen, die schon für Deutschland da Gold geholt hat. Es ist witzig, es gibt echt sehr viele Kickerfamilien. Also die Roos aus den USA, die sind mit der ganzen Familie da. Also da sind Mama, Papa und Tochter im Nationalteam. Dann die Breuers, eben Wolfgang Breuer, der hier jetzt für Österreich verteidigt. Der ist mit seinem Neffen da, Laurin Breuer, der hat auch schon ordentlich Medaillen abgeräumt. Ui, mittendurch, 13:6, schönes Ding. Also anscheinend ist das, sorgt es auch für Familienfrieden und für den hausigen Kickern anscheinend auch ganz gut. Das wäre jetzt ein perfektes Placement. So, wenn bei Ihnen der Haussegen schief hängt, dann kaufen Sie doch einen Kickertisch von Leonhard. Aber darauf verzichte ich jetzt. Stimmt, es wird gerade im Chat geschrieben. Ich habe mittlerweile schon so viele Spiele hier gesehen. Es war Tran Point de Vin. Es war das Spiel davor. Genau, Nico und Julia Wohlgemuth aus Hamburg. Also gibt da unzählige Beispiele für Familienbanden. Ember hat da den dritten Platz belegt. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich sie auf dem Podium habe ich sie gesehen. Ja. Da habe ich ihr dann einen Platz mehr geschenkt, als sie gemacht hat. Wow. Auf dem Wow, guck, wie die sich abfeiern. Und das zu Recht, also knalle Tor, da Marc Dost kann es gar nicht glauben. Oh, das ist aber ein schönes Bild. Der hat sich aber ganz schön offenmundig gefreut. Ja. Schön. Ja, also die marschieren hier ordentlich los, die Niederländer. 8 Tore Vorsprung, holen sich Bälle auf dem fremden Tisch, auf dem Galando. Sieht richtig, richtig souverän aus. Ja. Oh, jetzt Timeout.
Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Kommentar. Finde ich gut, also weil ich ja darüber gesprochen habe, dass er Vize-Weltmeister ist. Er sagt, Marc Dost spielt ein Kicker-Turnier, so wie die Leute das noch kennen, irgendwo bis 6 Uhr morgens, fährt noch nach Hause und steht um 9 Uhr auf dem Fußballplatz. Das sind Sachen, das sind Leistungen. Ist aber schön, das heißt, das ist ja jemand, der ihn wahrscheinlich gut kennt. Schön, dass du da bist, freut uns. Das sind doch schöne Anekdoten. Ja, haben wir vorher schon mal gehabt. Also finde ich wunderschön, wenn wir hier immer so eine bunte Mischung an Leuten im Chat haben. Also sowohl Nationalspieler und ehemalige Weltmeister, die hier im Chat mitschauen, also die Kicker-Community, aber auch ganz viele Anfänger und Neulinge, die hier vielleicht auch zum ersten Mal Kicker schauen. Interessiert uns auch immer, wie euer Bezug zum Spiel ist, wie es euch gefällt. Genau. Und wenn es euch gefällt, gerne ein Abonnement da lassen vom Kanal, könnt ihr uns super damit unterstützen. Und schau dir dieses brachiale Ding an. Mit Innenpfosten, alter Schwede. Hey. Genau, ich steige da auch nochmal ein, was der Bruno gesagt hat. Es gibt keine falschen Fragen, genau dafür sind wir da. Wir machen hier ganz entspanntes Just Chatting. Wir gucken uns hier Tischfußball an. Wir haben richtig Bock, mit euch hier die Zeit zu genießen. Fragt, wenn ihr Fragen habt zu Tischfußball. Genau dafür sind wir da. Wir wollen ja einfach eine gute Zeit mit euch haben. Und wenn euch irgendwas interessiert, dann versuchen wir das bestmöglich zu beantworten. Denn wir finden Tischfußball geil. Und da ist auch der Erste. Danke auf jeden Fall fürs Abonnement. Ich muss gerade gucken. T-Leaf 135, danke. Freut uns, dass du da bist und dass es dir gefällt. Ja, ist nämlich richtig cool. Und deswegen gerne Fragen her. Freut euch, holt euch ein Getränk, setzt euch hier hin und guckt mit uns ein bisschen Tischfußball. Denn da haben wir auf jeden Fall Bock drauf mit euch. Ja, da kommt jetzt auch schon eine Frage. Gibt es beim Kicker eine genaue Höhe vom Tisch? Ja, die sind schon ziemlich gleich hoch, also genormt, aber es gibt schon, also die meisten Tische haben verstellbare Beine und da kann man schon so im Bereich von 10 cm das Ding höher oder niedriger schrauben und man merkt es auch gleich. Also es macht voll den Unterschied, ja. Ob man so oder 5 cm weiter oben steht, ist schon deutlich spürbar für Vielspieler. Ich kann da auch nur aus Erfahrung sprechen, das ist auch ziemlich interessant, wenn man zum Beispiel Turnierspieler ist und ein Turnier fängt an, dann sind die meisten Tische relativ weit unten. Und die Leute tendieren dazu, wenn zum Beispiel der Boden uneben ist, immer nur den Fuß nachzudrehen. Das heißt, die drehen immer nur nach oben. Ah, okay. Und wenn man so über längere Zeit, gibt es dann immer so einige Tische, die wandern halt über das Turnier hinweg immer höher, weil immer jemand wieder was justiert, aber immer nur nach oben. Und irgendwann stehst du mit den Griffen halt hier und merkst so, oh, der ist aber ein bisschen hoch. Ja, deswegen auch, ich habe das schon erlebt bei oft so Billigtischen, die einfach nichts mit Tischfußballsport zu tun haben, sind dann auch zu niedrig, da hast du Rückenschmerzen sofort. Also auch das ist ein Argument, wenn Kicker spielen, dann auf einem vernünftigen Tisch und wenn Tisch kaufen, dann ein vernünftiges Teil. Wow, schön links vorbei. Bravo, bravo. Ja, Mortas, danke auch noch für dein Prime Gaming Abo. Schön, dass du da bist. Freut uns, wenn dir unser Content gefällt. Wir machen das ja noch nicht so lange. Wir stecken hier noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und freuen uns über jeden, der hier dabei ist, der das irgendwie cool findet. Freut uns auf jeden Fall. Danke. So, und jetzt mal wieder kurz zurück zum Spiel, denn da hat sich nicht so viel getan, zumindest von der Dynamik her. Die Niederländer marschieren ja, genau, mit dem Hype-Train, der gerade auch läuft, absolut souverän und stark in Richtung Halbfinale. 17:6 und Wolfgang Breuer sieht ein bisschen verzweifelt aus. Ja, das ist eine eindeutige Führung. Die Niederländer machen hier eine sehr, sehr gute Leistung. Hier schreibt doch noch einer gerade dazu, hab mir extra hohe Schuhe gekauft fürs Kickern. Auch schön. Und hier noch eine Frage. Da kannst du ja mal ein bisschen drauf eingehen. Du weißt das ja bestimmt. Und zwar, darf man während des Spiels wechseln? Ist das in so einem Modus wie dem hier zum Beispiel erlaubt? Wann darf man das denn so machen? Weil da wird gefragt, so wäre das für Österreich nicht gerade vielleicht schlau, mal so einen Wechsel zu machen? Das ist witzig, die Frage habe ich vorher auch schon gestellt. Genau, ist nicht möglich, so wie beim Fußball, dass du sagst, okay, Timeout, Wolfgang, ich muss dich rausnehmen, ich sehe, es läuft gerade nicht so. Vor der Partie werden die Einzel- und die Doppel
belegt und dann müssen die auch durchspielen. Was natürlich schon geht, dass sie die Positionen tauschen zum Beispiel, was ja vor allem bei den Niederländern auch ein super probates Stilmittel ist. Genau, also die Aufstellung ist schon mit entscheidend, denn die taktischen Kniffe der Niederländer gehen bislang voll und ganz auf. Und jemand hat geschrieben, richtig schöne Pinshot-Technik. Ja, absolut. Also es ist so ein bisschen der Oldschool-Schuss. Aber dann sieht man bei Elroy Staren und Mark Dost dieses mit dem Handschuh, da wird der Daumen wird praktisch nicht um die Stange gelegt, sondern nach oben und dann so abgerollt. Also oh, da sieht man was gerade ganz Tolles. Das ist so ein bisschen was, das hat nicht mit dem Spiel zu tun, aber das will ich euch erklären gerade. Und zwar der Schiedsrichter Elroy Staren hat da die Hand gehoben, obwohl der Schiedsrichter da wirklich was gesagt hat. Aber die Handheben ist quasi eigentlich das probate Mittel, wenn jetzt kein Schiedsrichter am Tisch ist. Darf man nicht machen, während ein Schiedsrichter eben vor Ort ist. Und Wolfgang Breuer, einer der den höchsten Schiedsrichterrang innehat, der hier hinten im Tor steht, dem hat das da gerade gar nicht gefallen, dass da der Spieler nicht zurechtgewiesen worden ist, glaube ich zumindest. Und hat da nämlich etwas laut und deutlich geräuspert, nämlich so ein Da hat man gemerkt, da hat ihm das nicht ganz gefallen, was sein Schiedsrichterkollege gemacht hat. Da so wollte er ihm so ein bisschen schulemäßig. ein bisschen den Weg mit dem Zaunfall geben. Oh, stop. Oh. Was ihr da gerade gesehen habt, war ein... Wir hören kurz in die Diskussion. So, Nils. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin auch gespannt. Ich glaube, das war eine Schiedsrichterfehlentscheidung. Ich glaube, was da gerade passiert ist, ich gebe mal meine Vermutung ab, dann kannst du ja mal sagen, ob du es genauso siehst. Lukas Meyerhofer hatte den Ball und hat aufs Tor geschossen. In der Zeit hat der Schiedsrichter gesagt, Reset, wollte es zumindest gerade sagen, er hatte das Wort noch nicht ganz ausgesprochen und der Ball ist ins Tor gegangen und es wird eigentlich immer für das Opfer geschiedst, sprich es ging darum, dass Elroy Staren zu hart angeschlagen hat und er hat den Ball wiederholen lassen und hat Lukas Meyerhoff nochmal schießen lassen, weswegen sich Wolfgang Breuer auch wieder aufgeregt hat, weil es die falsche Entscheidung gewesen ist. Der Chat kann mich ja sonst mal verbessern, falls es nicht so war. Aber ich glaube, das ist das, was passiert ist. Nee, er hat nicht getrillert, das auf gar keinen Fall. Also er schießt dieses Jet-System, 360 Grad vor und nach Ballberührung sind erlaubt. Ich glaube, genau, wie du gesagt hast, also da hat ihm eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen... Es war sogar noch was anderes. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau, der Chat sagt es gerade. Ich glaube, es war ein Penalty. Ich glaube, Elroy Staren hat zu viele Resets bekommen. Sprich, er hat zu oft hart angeschlagen. Und der Schiedsrichter hat da Lukas Meyerhofer die Möglichkeit gegeben, einmal umsonst aufs Tor schießen zu dürfen, weil er eben jetzt die Strafe erhöht hat. Wenn man nämlich ein Penalty, wenn man ein Reset bekommen hat, bekommt man ein Reset Warning und das bleibt, das ist übrigens brisant, weil wenn man ein Reset Warning bekommt, bleibt das für den Satz bestehen, aber in dem Modus spielt man nur einen Satz. Das heißt, ein Reset Warning bleibt einfach quasi bestehen. Das heißt, wenn man dann noch einmal anschlägt, bekommt man ein Penalty und der Gegner darf einfach einmal umsonst aufs Tor schießen. Das heißt, das war jetzt praktisch wegen dem beim Verteidigen zu stark rütteln genau. an den Stangen. Das bringt den Gegner durcheinander, verändert den Ball auf. Letztendlich eigentlich ein Zusatzschuss jetzt für die Österreicher. Genau, der Chat hat nämlich aufgepasst. Der hat nämlich den Ball zurückbekommen. Daran konnte man das erkennen. Also vollkommen richtig. Das, was ich erzählt habe, stimmte nicht. Und das Spannende ist, dass jetzt dieses Reset Warning halt bestehen bleibt. Sprich, Elroy Staren muss richtig aufpassen, sonst passiert jetzt immer wieder... Also das heißt, jedes Mal, wenn er das jetzt macht, gibt es sofort wieder wie Elfmeter beim Fußball praktisch. Genau, und sonst passt man halt... Also
Wow. Aber ist ihm halt auch egal, denn er macht mit Autorität einen unfassbar guten Schuss rein. Bam. Kurbler. Genau, auch da wieder. Er wirft einmal die Stange hoch, lässt sie auch los, aber die Stange, so, wo ist mein Kugelschreiber? Hier, unten, da ist die Puppe. Er lässt sie los, die flippert einmal rum, trifft den Ball und er fängt sie wieder im richtigen Moment. Das ist erlaubt. Genau, und so macht er hier das Tor. Und die Tische werden deshalb so oft gewechselt. Wir sind auf der Weltmeisterschaft, Multitable. Jede Nation bestimmt seinen eigenen Lieblingstisch und da wird ständig hin und her gewechselt für Chancengleichheit. Und hier sehen wir jetzt auf mal wirklich einen großen Unterschied. Guckt euch mal die Statistik an. Bei den Schüssen aufs Tor, zweiter Reiter, Shots, 60% bei Elroy Staren und Marc Dost und nur 21% bei den Österreichern. Unfassbarer Unterschied. Das 40% höhere Quote. Also da sieht man dann halt auch, wo die Qualität unterschiedlich war. So, und jetzt sehen wir Kevin Hundsdorfer, einen ganz, ganz großartigen Spieler, der Österreicher. Und vor allem, was mir besonders gefällt, man merkt, oder beziehungsweise die Österreicher hier in der Halle, da sitzen noch einige Junioren, Damen auf der Tribüne, die merken jetzt, okay, unsere Mannschaft, das ÖFB-Team braucht jetzt Unterstützung und haben jetzt hier Sprechchöre Kevin Hundsdorfer abgefeiert. Genau, mal sehen, ob es wirkt, denn 12 Punkte Unterschied, also bislang die Niederländer in Weltklasse-Manier unterwegs und bisher nicht zu stoppen. Aber wenn es jemand kann, dann ist es Kevin Hundsdorfer. Genau, und er spielt gegen Basche Jongen, auch einen unfassbar guten Spieler aus den Niederlanden. So, ihr seht schon gerade, der gute Bruno setzt sich jetzt gerade auch mal wieder hin, denn wir waren hier auch selber so hyped im Spiel, dass wir hier schon aufgestanden sind, um uns das Spiel hier anzugucken. Ja, ich hoffe wirklich, schreibt gerne mal in den Chat hier, Leute, die hier nicht so viel mit Tischfußball zu tun hat, wie es euch gefällt. Wir sind noch relativ neu dabei. Kritik natürlich auch gerne. Ihr könnt uns auch gerne wenn ihr irgendwelche Fragen zu Tischfußball habt, FußTV, Kicker-Community auf Instagram. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, so, wir sind hier, wir sind für euch hier, wir wollen mit euch eine geile Zeit haben. Wir haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall gerne auch, folgt dem Kanal und lasst mal einen Daumen hoch da. Das finden wir auf jeden Fall richtig cool. Freut uns auf jeden Fall, dass ihr alle hier seid und so zahlreich euch mit uns Tischfußball gönnt. Oh ja. Wenn der Hund mit dem Holländer spazieren geht. Genau, das, was Nils gesagt hat, immer wieder erwähnenswert. Ihr seht hier Tischfußball auf höchstem Niveau und auch in einer echt aufwendigen Produktion. Also was hier alles geleistet wurde, damit wir euch das in der Qualität und so zeigen können. Dazu braucht es euch, dass ihr uns unterstützt, aber vor allem auch unsere Sponsoren. Also herzlichen Dank an alle, die da unterstützen. Leonhard, die Tischfußballherstellerfirma, dann die ING Bank ganz neu mit dabei. Also es sind auch immer neue Partner willkommen. Wir hätten da ja schon ein paar Ideen so für einheitliche Schuhe, ein paar Kleidungsmarken. Genau. Übrigens, nur mal jetzt mal kurz hier rein, wo ich dir so reingrätsche. Wir haben heute übrigens auch noch ein Gewinnspiel. Also die jetzt aufpassen, die können auf jeden Fall heute noch richtig was abgreifen, denn wir werden hier noch einige Tickets verlosen. Also wenn ihr aufpasst, könnt ihr gleich auf jeden Fall noch für den Champions for Charity Cup auf jeden Fall ein paar Tickets gewinnen, denn die ING Bank hat da ein bisschen was springen lassen. Auf jeden Fall danke dafür. Aber jetzt wisst ihr ja Bescheid. Ich wollte dich gar nicht so unterbrechen. Jetzt haben wir voll die Pause überlabert. Wir gehen jetzt aber wieder zurück, denn Basche Jongen und Kevin Hundsdorfer sind gerade an den Tisch gegangen. Jo. Nee, ich habe noch nie Löwentour kommentiert. Also da gibt es irgendeine Ähnlichkeit oder sonstiges, aber war auch weit vor meiner Kickerzeit noch Löwentour. So alt, ich sehe doch gar nicht so alt aus, hey. Ich bin nur erst 30. Ich glaube auch, also ich weiß es nicht ganz genau, Löwentour war doch so in den 80er oder 90er Jahren. So, ja. Also das ist schon lange her.
Da war ich noch nicht dabei. So. Und man muss jetzt wirklich dazu sagen, also Kevin Hundsdorfer ist jetzt mal, sage ich jetzt mal, von den Titeln und den Turnierplatzierungen auf jeden Fall der dominantere Spieler im Vergleich zu Basche Jong. Ich persönlich mag Basche sehr gerne. Der ist ein sehr unfassbar guter und runder Kickerspieler und auch immer unfassbar starkes Mindset. Der hat immer dieses, ich möchte den Gegner nicht so, er möchte nicht nur gewinnen, sondern er möchte den Gegner besiegen. Der möchte am liebsten, dass der Gegner vom Tisch wegkriecht und sagt, ich wurde so stark besiegt, ich weiß überhaupt nicht, was ich hätte tun sollen. Bitte lass mich hier raus. Und das macht natürlich immer so eine, gibt ihm natürlich immer so eine Attitude auch am Tisch, so dass er die Gegner nicht aus Situationen rauslässt, in die sie auch gar nicht erst hinein wollen. Aber ich habe es schon gesagt, also besonders auf dem Galando-Tisch, beziehungsweise er ist so stark auf allen Tischen. Wenn jemand jetzt den Turnover in die Wege leiten kann, dann ist es Kevin Hundsdorfer. Ja, sehe ich genauso. Also hier sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Österreicher richtig viele Punkte rausholen können. Und sie haben natürlich auch so aufgestellt, Der war drin, das ist ja die Sache. Der hat hinten eingeschlagen. Wir gucken es mal in der Wiederholung an. Genau, und das sieht man öfters beim Leonhard-Tisch durch dieses hohe Tor. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube, der Ball war, wir gucken noch mal rein, da kann die Regie. Doch, der schlägt. Ich glaube nicht, ich glaube, der ist zwar hochgegangen, aber es war Kante. Ich weiß es nicht genau. Also der schlägt da oben da beim Leonhard. Da, wo die Leonhard-Reklame, die seht ihr am Tisch, da hat der Ball eingeschlagen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und crazy natürlich jetzt. Oh, das Publikum ist immer, auch. Ja, genau. Das mischt sich jetzt ein. Oh, oh, oh. Und das sind immer ganz spannende Situationen. Denn die Schiedsrichter, die stehen halt auf der Tischseite, wo man das Tor halt nicht so gut sieht. Also die haben nicht den perfekten Winkel, um das gut zu sehen. Genau, So, und es gibt immer, das ist beim Kickern halt nun mal so, es gibt immer den Vorteil für ein Team auf der Seite, da der Schiedsrichter, ihr seht es gerade, der guckt in das eine Tor rein, aber nicht in das andere. Das heißt, man hat einen leichten Vorteil, falls sowas mal passieren sollte, wie es jetzt passiert ist, liegt da der Vorteil wirklich gerade bei Kevin Hundsdorfer, weil eben der Schiedsrichter in das Tor von Basche Jongen reinguckt. So, und das ermöglicht jetzt, und das ist natürlich auf einer WM schon bitter. Genau, Videobeweis gibt es nicht. Genau, und es geht um einzelne Bälle. So, ungerecht in dem Fall, aber kann passieren. Und Kevin Hundsdorfer, ja, es sind immer noch 10 Tore. Ja, der Weg ist immer noch weit, aber kann auch mal durcheinander bringen, so eine Entscheidung. Oh, ich glaube, der war der drin? Ich glaube schon. Das ist so schnell. Und So, den gibt genau. er jetzt. Und das gefällt Basche Jongen. Da hat man gesehen, wie er lacht. Genau. Den gibt Und er jetzt. das war jetzt das beste Beispiel. Danke, Kevin, oder danke euch. Hier habt ihr jetzt gesehen, es war ganz schwer zu erkennen, sondern ich habe sofort eher am Klang gehört. Wenn man oft auf dem Tisch spielt, weiß man, wie der Klang ist, wenn er hinten einschlägt. Aber zu sehen war es schwierig. Ich fand auch, es war eigentlich genau das, was ich gerade vorher beschrieben habe. Der Vorteil liegt da gerade bei Kevin Hundsdorfer. Beides die gleiche Situation, aber die eine kann halt besser vom Schiedsrichter bewertet werden, einfach weil er genau ins Tor reinguckt. Ja. Und es ist witzig, dass genau die nächste Situation genau das passiert. Und das kann auch ein Neckbreaker werden, sowas. Das kann auch mal ganz einfach an der Psyche kratzen da. Der mentale Faktor ist extrem wichtig. Wenn sowas passiert, so 2 Aktionen hintereinander, erst kriegt man das Tor nicht, dann bekommt der Gegner das Tor mit der gleichen Aktion. Das kann natürlich dann schon mal an einem kratzen. So, weiter geht's auf Galando. Und jetzt bin ich gespannt, denn da ist Kevin Hundsdorfer schlicht eine Maschine. Wenn der sich jetzt da 2 Bälle holt, ja, ist auf dem Weg weiter zu verkürzen. Aber er hält ihn. Vielleicht sollte in Zukunft der Zeitschiedsrichter auf der anderen Seite stehen. Bitte, bitte nicht, denn dann können wir nicht mehr an den Tisch reinfilmen. Dann sehen wir nichts mehr.
So, das Schöne an dem Modus ist, es geht ja bis 40 Tore, also ist natürlich schon richtig lang, die Spiele sind richtig lang. Also da kommt es auch auf Nehmer- und Ausdauerqualitäten an. Aber jetzt kommen wir in die Phase, wo so nach und nach immer mehr die Spannung steigt. Und jetzt rollt ihm der Ball von der 5 hinten raus. Hundsdorfer zum 14. Tor. Jetzt Torschuss hier. Er schafft es wieder nicht. Also Ui, 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 ui. bravo. Das hat er schön gemacht. Hat praktisch angedeutet, also hat rüber gespielt, hat angedeutet, dass er den Ball wieder zurückspielt. Und genau in dem Moment hat er dann die Puppe gehoben und jetzt ist er on fire. Zack, einfach rein damit. Ja, und jetzt wird es schwierig. Ja, das ist ein ganz probates Mittel für die Leute, die sich nicht so gut auskennen. Er hat quasi den Ball, der ist wohl lang gerollt und dann hat er was gemacht, er ist mit der Puppe einfach Richtung Ball gegangen. Jetzt pass auf. Jetzt haben wir die Gimmicks, weil wir die Bälle haben. Jetzt kommt ein Feldversuch. Pass auf, du machst die Puppen, ich den Ball. Ach so, er geht quasi mit der Puppe zum Ball und macht dann eine schnelle Bewegung, geht quasi so zum Ball hin. Der Gegner denkt, okay, er schießt, Achtung, der Ball dann kommt. wartet er und dann schießt er. Und weil der Gegner vorher dachte, er schießt, ist er stehen geblieben und dachte, jetzt schießt er. Aber hat er nicht. Und dann schießt er genau 1 Zentimeter danach und schießt ihn einfach lang rein. Und ist aber auch noch nebenbei in einer ziemlich ordentlichen Geschwindigkeit. Also wir brauchen echt Puppen oder so eine verkleinerte Stange. Ich fände das super, wenn Ja, wir das fürs so nächste andeuten. Mal haben wir hier auf jeden Fall auch Puppen. So, ein Befreiungstor zwischendurch Vielleicht würde ist es ja Bassier gut tun. Und jetzt pass auf, Nils. Das ist ja das Verrückte an diesem Modus. Das heißt, Hundsdorfer ist aktuell der klar bessere Spieler. Und Bassier kommt aus dieser Nummer so lange nicht raus, bis er selbst 20 Tore hat. Das heißt, er hat auch noch selber einen weiten Weg. Das ermöglicht oder das gibt Kevin Hundsdorfer natürlich auch viel Zeit. Denn es ist nicht so, Bassier muss jetzt noch ein Tor machen, sondern der hat noch ein bisschen Strecke vor sich. Es zählt halt wirklich in diesem Modus, was echt cool ist, dass die bessere Mannschaft, wirklich mit allen Spielern zusammen dort performt, weil zum Beispiel Kevin Hundsdorfer ist ja halt einfach gerade ein ganz anderes Kaliber am Tisch und der kann hier selber sein Team wieder so ins Game holen, die vorher halt schon so viel verloren haben. Ja. Und das Spiel kann wirklich, das müsst ihr euch mal vorstellen, es steht gerade 15, 22, 23. Aber das Spiel kann 30-23 ausgehen, obwohl sie mit so einem Rückstand gestartet sind. Genau. So, weiterhin, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne schreiben. Wir sind super froh, dass so viele Leute bei uns mit dabei sind und die Tischfußball-Weltmeisterschaft, das große Event in Nantes, mit uns mitverfolgen. Und es ist umso schöner, dass wirklich vom Tischfußball-Crack bis zum Laien alles mit dabei ist. Also richtig. Genau, und hier kommt auch wieder die Frage auf, was ist überhaupt der Unterschied hier? Die spielen ja auf den verschiedenen Tischen. Wir machen nochmal den Schnelldurchlauf, es sind wieder so viele Leute dazugekommen. Jede Mannschaft hat einen Heimtisch auf der Weltmeisterschaft. Das hier ist der Tisch der Niederländer, der Leonhard. Und der Galando ist der Österreicher. Und der Unterschied liegt einfach in unterschiedlichen Tischherstellern. Die haben verschiedene Spieleigenschaften. Der Leonhard und der Galando, würde ich jetzt sagen, der große Unterschied ist, der Galando ist noch ein bisschen glatter. Hat ein paar andere Spieleigenschaften, eben diese Ecken. Man kann gewisse Schüsse auf dem nicht so gut schießen und andere dafür besser. Da seht ihr auch den Schuss, den zum Beispiel da gerade Kevin Hundsdorfer geschossen hat, den Ball neben der Puppe zu ziehen. Der funktioniert zum Beispiel auf dem Galando halt ein bisschen einfacher und den kann man da auch besser drauf trainieren. Das sind so grobe Unterschiede. Die Puppengröße, die Platte, je nachdem ist halt dann auch unterschiedlich. Ja, und so unterscheiden sich die Tische halt sehr. Wobei ich sagen muss, der Galando und der Leonhard sind noch relativ nah beieinander. Andere zugelassene Tische wie der Bonzini und Tornado sind dann noch ganz weit von diesen beiden Tischen halt von den Unterschieden anders. Wenn du dich da ein bisschen mehr einlesen willst, sportbuzzer.de. Da findest du einen Artikel extra über alle 5 Tische. Da ist so grob beschrieben, was da los ist mit Foto. Genau.
ein Satz, also das Spiel geht insgesamt bis 40. Wir sind hier im dritten Block. Jeder Block geht bis 10 Tore. Hundsdorfer nähert sich weiter an. Das heißt, dieser Block ist beendet, wenn jemand oder einer der Spieler 30 Tore auf dem Konto hat, beziehungsweise für sein Team. Aber eins muss ich ja sagen, das war das, was ich mit der Attitude meinte. Guck dir mal an, wie ruhig Bastian Jongen ist. Zack, zack, zack. Das stimmt, ja. Bastian Jongen kriegt gerade richtig einen auf die Mütze. Das muss man ja einfach mal so sagen. Der hat hier wirklich nur gerade ein Tor geschossen. In der Zeit ist Kevin Hundsdorfer hier am Durchrennen. Der marschiert hier mit Riesenschritten auf ihn zu. Und man sieht nicht, dass der nervös ist, auch nicht beim Technik der Arm. Da ist nicht irgendwie was schlabberig oder breiig, dass er denkt so, oh, da kommt kein richtiger Schuss. Alles sieht da wirklich gut ausgeführt aus. Guck dir das mal an. Schönes Ding, ja. Ja, und es ist, er muss auch ruhig bleiben, weil er hat noch ein bisschen Weg, aber vielleicht auch, also ich bin gespannt. Die Niederländer von der Mannschaftsaufstellung her finde ich schon ziemlich durchdacht. Also die Konstellationen, die sie aufgestellt haben und jetzt auch, wenn du sagst, Bastian Jongen mit so einem außergewöhnlich starken Kopf, den jetzt auf diese Position zu stellen, ja, könnte Sinn machen. Er fällt rein aus der 5. Ja, hier wird auch mal gefragt, könnt ihr euch eigentlich mal vorstellen? Klar können wir das machen. Ich bin Nils Hane, ich spiele selber auch Tischfußball. Ich spiele erste Bundesliga für den 1. FC Köln, für Fußclub Köln. Wir haben auf jeden Fall hier ein bisschen Expertise an den Start. Neben mir sitzt der gute Bruno Tschoner, ganz aus dem Süden, fast Salzburg. Dadurch kenne ich auch die Galando-Tische, weil ich öfter auch mal nach Österreich fahre zum Kickern. Weil bei mir in der Ecke ist nicht so viel los, also München 1,5 Stunden. Genau, und ansonsten organisiere ich eigentlich Konzerte und Kulturveranstaltungen. Aber bin da jetzt hier reingerutscht ins DTFB-Presseteam und auch in den Stream. Und ich muss sagen, absolutes Highlight. Tischfußball-Weltmeisterschaft, hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal Teil davon bin. Und umso schöner, wenn es dann auch noch gut ankommt. Genau. Ja, ich bin auch sehr froh, dass du hier bist. Das macht echt Spaß mit dir. Ich finde das auch echt cool, auch mit euch hier, mit dem ganzen Chat, mit all den Leuten. Ich finde es richtig cool, dass ihr euch hier Bock habt, ein bisschen über Tischfußball zu unterhalten. Und mit dir macht das echt Laune, muss ich sagen. Ja, finde ich auch, ja. Ja, das eben. Mösler schreibt, die Jungs sind so schnell, nicht mal die Slow-Mo-Kamera können mithalten. Ist tatsächlich krass, ja. Also das ist so flott alles. Die sind natürlich nicht eingeplant. Die sind böse. Ich sage auch immer, für die Leute, die sich nicht so gut auskennen und meine so persönliche Einschätzung dazu, es gibt verschiedene Schüsse, die tun unterschiedlich weh, wenn man die kassiert. Und das da ist so einer, der tut richtig weh. Da hat Bastian Jongen sich so überlegt, ich mache jetzt einen schlauen Schuss, einen schnellen. Mit der linken Hand hat er gegriffen, wollte aufs Tor schießen und kriegt dann direkt den Block. Und das ist so, die sind besonders mental, tun die weh, weil die sind so, okay, der Gegner wusste, was ich machen wollte. Und der Gegner weiß auch so, jetzt habe ich es dir aber auch, jetzt habe ich es dir richtig gegeben. Genau, du hast dir gedacht, du lässt dir was Tolles einfallen und Pfiffkäse. So, und 21 zu 24. Und Österreich ist komplett on fire. Und Bastian Jongen kommt nicht aus der Situation raus. Also ich würde gerade nicht so gerne in seine Haut stecken. Das ganze Publikum, alle sind on fire. Österreich wird angefeuert. Und es schreibt doch schon gerade jemand, vielleicht sind meine Punkte gerettet. Da hat sich jemand schon in der Niederlage gefühlt. Aber das ist ja das Tolle an dem Modus. Ui, schönes Ding. Also eins muss man ja sagen, wenn er Bälle auf der 3 hat, die schießt er aber auch mit Autorität rein. Genau, also meine besonders Güte. die Bälle auf dem Leon hat, die... Guck mal, der stellt jetzt sogar die Dreierreihe so richtig ganz hoch. Also ich glaube tatsächlich auch so, ist eine Strategie, dass er da wirklich sofort immer dagegen schießt. Also sobald da fliegende Bälle sich ergeben, dass er immer dagegen klopfen kann. Boah, dieses Tappen. Das ist so schön. Ja, und so schwierig. Also da braucht es richtig viele Trainingsstunden, dass du nebenbei gucken kannst und mit dem Handgelenk den Ball so hin und her zu bewegen.
Ich habe mich auch gestern mit dem... Oh, jetzt macht er hier ein paar Schießen Tore. tut der Junge wie ein Wahnsinniger. Boah. Ich habe mich auch gestern mit dem aktuellen Einzelweltmeister Ruben Heinrich unterhalten, der das Finale gegen Kevin Hundsdorfer gespielt hat. Und der hat mir vorher, bevor er das gewonnen hat, habe ich mich mit ihm auch unterhalten. Und da hat er gesagt, dass das echt schwer wird, weil er einfach gegen, ich glaube, seine Worte waren, besten Spieler der Welt spielen muss. Ja. Und das sieht man hier auch. Und das war bestimmt auch kein gutes Feeling für Basche, wo er wusste, okay, als er die Aufstellung gesehen hat, ich muss gegen Kevin Hundsdorfer ran. Gegen jemanden, der hier gestern ganz knapp das Finale verloren hat und wirklich einfach so eine Macht ist im Einzel. Und man hat es sofort gemerkt, also als Kevin Hundsdorfer aufgerufen wurde und klar war, okay, der geht jetzt an den Tisch. Ab diesem Zeitpunkt waren die österreichischen Fans voll am Start, waren die Teamkollegen lautstark voll am Start, weil die ganz genau wussten, okay, jetzt ist unser heißestes Eisen im Feuer. Genau, und die haben sofort gewusst, okay, es besteht Grund zur Hoffnung, dass sich da jetzt grundlegend was ändert. Es sind noch 5 Tore, die Niederländer vorne sind, aber Kevin Hundsdorfer lässt den Vorsprung langsam schmelzen. Boah, ja, und mit der Strategie, bisschen wild vielleicht, aber genau, schnelle Hände, schönes Ende. Eieieiei. Also Kevin Hundsdorfer hat hier schon alles getan und sein Team schon wieder so nah rangeholt, dass man alles gewinnen kann. Mal gucken, was er hier noch rausholen kann. Aber ich glaube, also wenn Österreich eine Chance haben will, dann ein paar wird es noch brauchen. Ein paar wird es noch brauchen. Oh ja, da spricht einer was an. Followt mal rein, Leute. Kann ja nicht sein, dass wir 5000 Zuschauer haben. Erstens mal sau cool, dass uns 5000 Leute hier mit begleiten durch den Abend bei der WM in Nantes. Aber wenn ihr uns auch was zurückgeben wollt, wenn euch das gefällt, was ihr seht, Abo dalassen, Glocke drücken, Abonnement, Donations, gerne was spenden. Dann können wir euch weiter Tischfußball zeigen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann gibt es auch immer, also dann bekommt ihr es immer mit, wenn wir wieder live auf Sendung gehen. Denn soll ja keine Eintagsfliege sein, sondern wir wollen Kickersport wirklich etablieren, auch zum Anschauen. So, Hundsdorfer mit dem, ja, der ist halt, schau dir an, wie schnell der ist und wie lang der einschlägt. Alter Schwede. Wir haben aber auch wieder hier ganz nette Leute. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln. Es wird gefragt, wie alt seid ihr? Und es hat einfach jemand direkt nur geschrieben, alt, Punkt. Musste ich ein bisschen lachen. Auf jeden Fall auch Leute mit gutem Humor hier. Und danke auf jeden Fall, Psychowski. Danke für das Abonnement. Verschenkt hier ein Abonnement an die Community. Richtig cool. Freut uns, dass es dir gefällt. Wirklich. Wir machen das hier von Herzen. Unser ganzes Team hier, die auch hier hinter sind. Wir sind so viele Leute mittlerweile, die alle ihr Herzblut da reinstecken. Wir machen das alle, um das für euch hier zu machen, weil ihr Bock habt, euch das anzugucken. Wirklich mit Herzblut. Und danke wirklich dafür, wenn euch das hier gefällt. Richtig cool, dass ihr da seid. So. Ja, genau. Jetzt, ja, da ist Subscription. Jetzt machen wir einmal hier so eine richtig schöne Welle an Abos und Subscriptions. Persona, danke. So, genau, einmal durch und dann kommen wir zum Spiel. Denn jetzt hat er ihn gleich am Schlawittchen. Kevin Hundsdorfer ist nur noch 2 Punkte entfernt und macht hier eine crazy Aufholjagd. Und das ist genau dieses Geile an diesem Modus einfach. So. Ja, hier ist noch eine Frage hervorgehoben. Was kostet so ein Tisch? Also du kannst im Schnitt davon ausgehen, dass diese Turniertische, die hier stehen... Oh, den macht er rein. Dass diese Turniertische, die hier stehen, die kosten so im Schnitt zwischen 1200 bis 3000 Euro, je nach Modell, je nachdem welcher Hersteller, je nachdem von wo der kommt. Das Modell hier kriegst du so im Schnitt für 1400 Euro. Da bist du gut dabei. Wenn du den Tisch hier zum Beispiel haben willst,
Den kriegst du auch mit einem Rabattcode von uns 5% günstiger, während wir streamen. Wird aktuell mal reingepostet. Ist auch der Tisch, den ich selber zu Hause stehen habe. Der wird in Deutschland am meisten gespielt. Also wenn ihr einen Tisch wollt, das ist eure Marke. Die ist perfekt, Leonhard. Beste Tisch. Und eieiei, ihr seid hier gerade richtig am reinpumpen. Wir müssen hier, ich muss schon hochscrollen, um euch allen zu danken. Meine Güte, also erstmal... Ja, oh, cool. hey Lea, danke auf jeden Fall für die ganzen Abos, die du rausgeknallt hast. 5 Stück, ey. Richtig cool, dass euch das so gut gefällt. Ich hätte gerade gar nicht gedacht, dass ihr gerade auf einmal so viel Bock drauf habt. Richtig cool, aber danke. Es ist auch dieses Spiel gerade beste Werbung, oder? Also da geht es gerade richtig zur Sache. Der fällt hinten rein, 27, 28, Alter nur noch Schwede. ein Tor. Wow, und jetzt, passt auf, Leute. Wenn jetzt jemand gleich 30 Tore hat, dann Was? kommt der letzte Block, da gibt es ein Doppelspiel und da, wir gehen später noch genau darauf ein, wer das spielt. 2 absolute Schwergewichte treffen aufeinander und spielen um 10 Tore um den Einzug ins Halbfinale. Und das wird so spannend. 28, 28. Sag mal, dein Call, was glaubst du, wer macht hier das 30. Tor? Wer von beiden? Ja, Kevin Hunsdorfer. Ich glaube wirklich, der Bass hier macht das hier noch am Ende. Der ist so als coldest moments in Sports. Und so, der geht richtig rein und dann geht der am Ende doch noch mit 2 Toren Vorsprung raus. Ich würde gerne kurz eine Frage beantworten. Warum schwitzen die so? Bewegen doch nur die Handgelenke. Ja, wenn du wüsstest, guck mal genau hin. Und die haben vollen Fokus. Und es ist nicht nur wildes Hin- und Hergekicke, das siehst du ja, sondern da wird gepasst. Das ist vom Fokus her so anstrengend. Und man hat durchgehend Energie in den Händen auf der Stange, ist hochkonzentriert, darf sich keine Fehler erlauben. Das ist absoluter Spitzensport. Also ich laufe selber immer komplett aus. Guck, wie der Kevin arbeitet. Da macht er hilft ihn. aber nichts. Meine Bassi Güte. durch die Mitte. 28, 29. Ich sag es dir, der schließt hier 30, 28 ab. Der hat sich jetzt hier wirklich 15 Bälle lang, hat er sich von vorne und hinten bedienen lassen. Und jetzt geht er hier aber raus mit noch 2 Toren Vorsprung. Das ist so ein Spieler, der lässt sich das nicht abnehmen. Ah, ist das spannend und cool. Hey. So, Ausgleichschance auf dem Leonhard-Tisch, Kevin Hunsdorfer. Danke noch auf jeden Fall hier für das Abo. CK Bonn und King Cole 60. Da macht er ihn rein. So, es ist herrlich. Und weil vorher mal die Frage nach dem Alter war, 30 Tore, ich bin 30, gleiche Zahl, lässt sich gut einvierteln. So, und jetzt Nils, gucken, ob dein Call aufgeht. Geschossen hat er überragend. Ja, aber jetzt habt ihr gesehen, hat jetzt stark gemacht, Kevin Hunsdorfer. Ja, guckt euch das an. Gibt's gar nicht so viel zu sagen eigentlich. Bruno, mach mal ruhig, ist alles da. Oh, Lecco mio santo. Der ist bis hier oben eingeschlagen. Also wie schnell war der denn? Wie Eieiei. lang? Alter Schwede. Meine Güte. Ja, es schreibt gerade schon jemand, mein Call war nicht richtig. Ja, das kann ich vollkommen akzeptieren, denn der kam aus einer anderen Dimension. Und völlig irre. Guck dir an, wie die Österreicher jetzt on fire sind. Und das muss man sich mal vorstellen, wie viele Tore die hinten waren. Und die schließen wirklich ab. Kevin Hunsdorfer im Alleingang bringt da sein Team in die Führung. Ich kann es gar nicht fassen, was hier gerade passiert. Jungs, ist das intens, absolut richtig. Ich stehe wieder auf, weil das ist mir... Kann ich nicht im Sitzen erledigen. Wir machen kurz mal hier die Kamera aus, damit ihr die Einblendung seht. Denn was sehen wir denn hier als nächstes? So. Bitte. Jetzt kommen Matthias Schöpf und Benjamin Wilford. Benjamin Wilford ist vorgestern World Champion, also Weltmeister im Mix geworden. Das heißt, absoluter Hochkaräter. Matthias Schöpf, Top-Spieler aus Österreich, World Series Sieger, glaube ich, auch schon auf Galando mehrmals. Gegen Raul Chamelo und Thijs van Schindel. So. Nicht nur das, hat aber auch schon, Matthias Schöpf, muss man auch mal dazu sagen, auch schon World Series Finale gespielt
auf dem Leonard-Tisch. Also der Mann ist voll dabei, Benjamin Wilford auch immer anzutreffen auf den großen Leonard-Turnieren. Der ist ein absolutes Multi-Table-Monster. Also deswegen beides dabei. Bei Raoul Chamlot und Thijs van Schindel weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Die habe ich selber persönlich noch nie Galando spielen sehen. Ich erlaube mir da gar kein Urteil. Also, aber das wird auf jeden Fall eine ganz brisante Partie. Also Raoul und Thijs sind auch World Series Sieger auf Leonhard schon. Genau. Und also ich mag die, weil der eine ist so gefühlt, also der geht hier raus, so riesig ist der. Und der andere die haben so eine geile Energie am Tisch, weil Thijs ist so ein richtig... Die sind auch beste Freunde, die spielen schon immer zusammen. Ich habe die auch noch nie in einer anderen Konstellation auf großen Turnieren gesehen. Ganz, ganz selten spielen sie mal so Turniere dann alleine, aber die spielen eigentlich alles zusammen. Man sieht die auch gefühlt immer in der Halle zusammen. Also ich habe tatsächlich gefühlt beide noch nie ohne einander getroffen. So. Ja. Rein in den Entscheidungssatz. Es geht bis 40 Tore um den Einzug ins Halbfinale bei der Weltmeisterschaft. Und Thijs van Schindel startet mit dem Ausgleichstreffer. Und ich muss jetzt mal noch ein Lob hier aussprechen, unabhängig davon, dass alle Spieler absolut top sind. Denn Benjamin Wilford zum Beispiel, auch der Sieger der Weltmeisterschaft im Mixed hier auf diesem Turnier noch. Der Mann hat hier sich auch einen Titel abgeräumt, aber ich persönlich finde, da stehen zwei der besten Torhüter der Welt gerade am Tisch. Matthias Schöpf und Raoul Chamlot sind so unfassbar gute Torwerte. Denn für die Leute, die sich nicht so gut auskennen, also ich finde immer, es gibt sehr, sehr viele gute Stürmer. Ja. Aber richtig, richtig gute Torwerte, davon gibt es gar nicht so viele. So, Nils, Frage. Genau für die Anfänger-Community. Was zeichnet einen Superkeeper aus? Was muss der können? Ja, viele denken natürlich immer direkt, ja, der muss viele Tore halten. Das ist natürlich gut, aber das sind gar nicht die Qualitäten, die oft den ganz entscheidenden Faktor machen. Denn ab einem gewissen Grad halten die Torwerte halt ihre grundsätzliche Quote. Es geht viel darum, Bälle nicht hinten aus seinem Bereich laufen zu lassen. Dass immer was Gutes passiert bei den Bällen, die man rausspielt. Und es geht gar nicht darum, Tore zu schießen, sondern genau in der Festigkeit und Geschwindigkeit zu schießen, dass der Gegner nicht den Ball sichern kann, dann Stürmer was daraus machen kann oder halt eben zum Beispiel Tore zu generieren. Ballbesitz dabei zu behalten und zum Beispiel auch gut auf seinen Partner einzuwirken. Ja. Zum Beispiel, was Raoul Chamlot so gut kann, ist, sein Partner ist ein sehr impulsiver Spieler, der fährt schnell aus der Haut und er schafft den immer zu beruhigen und auch immer mal wieder runterzuholen und der weiß genau, wann er das tun muss und wann nicht. Ja. Der leitet den da so ein bisschen durchs Spiel. Ich find das Bild ganz schön. Die Keeper und Torhüter, ja, schön durch die Mitte, sind so ein bisschen wie Schlagzeug und Bass in einer guten Rockband. Die liefern so den Teppich, dass die anderen drüber solieren können. Genau, finde ich ein ganz schönes Bild dazu. Ja, ist es auch. Und da haben wir genau zwei Top-Torhüter am Tisch. Und man sieht ja so heftig, wie die schießen. Also dieses Tor, dieses Kickertor, ist 5 Ballbreiten breit. Und man kann mit 2 Puppen immer nur 2 dieser Ballbreiten abdecken. Und so heftig, wie die schießen, man kann nicht alles halten, sondern jeder gehaltene Ball ist so ein bisschen Zuckerl. Und Thijs läuft hier aber richtig heiß. Also der hat alles getroffen jetzt, glaube ich, oder? Ja, der ist auf jeden Fall gerade on fire. Ich finde, der Thijs ist auch ein ganz unangenehmer Gegner. Unangenehm hier wieder im positiven Sinne. Denn der ist so ein Flow-Spieler. Wenn du den loslaufen lässt, dann rennt der richtig los. So, wenn der sich wohlfühlt, ja, genau, der macht dann auch Sachen, der hat dann so eine Energie, dass der sogar dann in ganz schnelle Aktionen auch noch Sachen macht. Der kriegt dann nochmal so 10% Schub, wenn das Spiel so läuft, wie er das will. So, ein Tor Vorsprung, es geht bis 40 Tore. Genau, hier nochmal die Frage gerade schnell, warum wechseln die immer? Das liegt daran, dass wir auf der Weltmeisterschaft sind und jeder hat einen Heimtisch und es werden immer 2 Bälle auf dem einen Tisch und 2 Bälle auf dem anderen Tisch gespielt, damit das auch fair abläuft. Und genau das sollte einem Weltklasse-Keeper nicht passieren. Stupst da den Ball nach vorne raus, gibt den an Thijs van Schindel ab. Ich glaube, er wollte was machen,
hat gesehen, oh, das geht doch nicht und war aber mit der Puppe schon zu weit vorne, gibt den Ball ab, aber macht seinen Fehler sofort wieder gut, hält und neue Chance. Hat man auch direkt gesehen, da hat Benjamin Wilford auch ziemlich geschmunzelt, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn der reinschießt. Und wahrscheinlich hat er da Matthias Schöpf ins Gesicht geguckt und der war extrem froh, dass er den Ball gehalten hat und da seinen Fehler wieder gut machen konnte. Denn das kann spielisch entscheiden. Und jetzt habt ihr das gesehen, gleich bester Beweis, Matthias Schöpf, sensationell. Raul knallt ihm da von hinten den Ball gegen die Puppe und der hält den im eigenen Bereich. Also das ist technisch hoch anspruchsvoll, stark gemacht. Ja, ich finde auch Matthias Schöpf hat eine der stärksten Zweierreihen, die es überhaupt aktuell gibt. Also der schießt bei da. Ich habe ja vorhin gesagt, man muss nicht so viel aufs Tor schießen, aber Matthias Schöpf ist dafür bekannt, dass er halt unfassbar brachial aufs Tor schießt. Der hat wie eine zweite Stürmerreihe da hinten angeschraubt, der gute Matthias Schöpf. Warum benutzen die das Handgelenk und nicht die Hand selbst vorm Schießen? So, das ist der Jetschuss. Damit schafft man 360-Grad-Umdrehung und bekommt eine extreme Wucht zusammen. Und er ist als super effizient, dieser Schuss. Denn aus dieser Startposition lässt sich super in alle Ecken schießen, wenn man den richtig austrainiert hat. Und das macht den Schuss so effizient. Und über so einen langen Turniertag, die spielen auch heute schon wieder alle seit 9:30 Uhr Tischfußball, ist das ein Mittel, da verkrampft deine Hand nicht so, weil er relativ unanstrengend zu spielen ist. Bei anderen Schüssen mit Pinshot, mit so Abroller oder anderen Techniken, da kann schon mal passieren, Verhärtungen im Arm zu später Stunde und das ist beim Jet weitaus weniger. Also hat sich so als sehr effizientes Schusssystem erwiesen. Ja, danke hier noch an Stefan Nitschke. Danke für die 7 Abos. Schön, dass du da bist und dir unser Content gefällt. Freut uns, dass dir so gut gefällt, dass du die anderen daran teilhaben lassen willst. Das ist auf jeden Fall eine schöne Attitude, die wir auf jeden Fall gut unterstützen. Denn wir freuen uns hier einfach nur eine nette Zeit mit euch zu haben. Richtig cool. Und jetzt 33:33 und das wird so spannend. Ja. Das wird so spannend jetzt, weil gleich kommen wir auf die letzten Bälle wieder hinaus und müsst ihr euch mal vorstellen, wir spielen hier 33 Bälle für die 31. Wir sind bei 66 Toren. Und das ist beste Beschreibung. Ist noch Gleichstand. Genau, da sieht man wie Kopf an Kopf, das ist wie top alle ihre Tische beherrschen. Genau, die haben das alle gelernt, in Vereinen spielen viele Turniere, gehen in die Kneipe vielleicht auch zum Kickern, aber hauptsächlich gibt es mittlerweile viele Trainingszentren. Überall in den größeren Städten wird gekickert. Graz, Wien, Pilachtal ist bei den Österreichern groß. Kann man überall in Vereine gehen, lernen, Turniere spielen, YouTube-Tutorials, alleine am Tisch zu Hause. Da lernt man es. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja, Ritzendulf und Real Unique, danke für die Abos und natürlich Jet Johnson auch noch für die Stufe 1 Abos. Danke fürs Verschenken. Richtig cool von euch, dass euch das hier so gefällt. Richtig nice. So, und jetzt wird es interessant. Gute Frage an Peter. Ist bei 40 Schicht oder 2 vor? Nils, du hast vorher schon eine witzige Anekdote erzählt. Geil ist. Ja, es ist einfach geil. Einfach, und zwar 2 vor bis unendlich. Das heißt, es ist theoretisch möglich, dass wir hier ein 126:124 sehen. Das ist möglich. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wenn es 39:39 steht, geht es 2 vor bis unendlich. Und ich will das einfach so gerne. Ich will es öfter sagen. Das klingt halt einfach so geil. Was absolut verrückt wäre, also die Österreicher, zweiter Medaillenspiegel nach Deutschland, liefern hier eine großartige Weltmeisterschaft ab. Und wenn die dieses Ding jetzt holen, also die waren wirklich weit hinten, ich glaube 10 Tore mal. Und wenn ihnen das gelingt, den Herren, den Damen, ist nämlich vorher im Spiel gegen Bulgarien genau das Gleiche gelungen. Die waren 20:30 hinten und haben das Ding zum Schluss rumgedreht. Und jetzt stell dir vor, was da heute Abend los ist im österreichischen Lager, wenn die das auch machen. Ja, ich muss sagen, ich lese hier gerade so 1, 2 lustige Nachrichten. Schönes Tor hier. Und jetzt so gesagt, ja, mit 19 Promille
Da spiele ich in der Kneipe genauso gut wie die Jungs hier. Keine Sorge. So habe ich damals auch angefangen. Wir sind in die Kneipe gegangen und dachten, wir wären die Besten. Komm gerne mal vorbei auf so ein Turnier. Kannst du dich mal gegen gute Leute messen und dann erzählst du uns danach mal, ob das wirklich so abgelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast. Denn ich sag dir, die sind besser als du denkst. Ich habe das damals auch gedacht. Ist ein cooles Hobby, kann ich euch auf jeden Fall nur ans Herz legen. Macht ultra Spaß, weil man einfach noch mehr kickern kann, als wenn man in der Kneipe spielt. Und vor allem, also es ist ein Unterschied. Kneipe ist halt lustig und Gaudi und ich liebe es auch, aber hier ist halt absolut volle Kanne Drucksituation. Da geht es einfach komplett um alles. Das ist einfach Leistungssport und genau, man braucht einen unglaublich starken Kopf dafür, weil technisch haben die alles drauf, genau, aber wer kann es dann zum richtigen Zeitpunkt abrufen und das kennen wir aus anderen Sportarten, Tennis, Tischtennis, bringt unglaublich viel mit dieses Spiel. So, Führungsmöglichkeit auf dem fremden Tisch für Benjamin Wilford, Timeout, eine Pause gibt es pro 10-Tore-Block, 45 Sekunden. Mal kurz einen Schluck aus der Pulle. Ja, denn die Sequenzen sind schon echt lang. Also Respekt, da so lange die Spannung zu halten, ist schon wirklich klasse. Den Medaillenspiegel blenden wir nachher wieder ein, also immer wieder. So, ja, danke fürs Abo. Code Nater, Code One Nater, wie auch immer. Herzlichen Dank. Ja, wieder mal, also ausgefallene Namen haben wir hier zur Genüge. Ja, der Bruno muss noch ein bisschen reinkommen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Der ist noch nicht ganz so familiar mit all den Twitch-Sachen und so. Als der Hype-Train losgefahren ist, hat der Bruno auch geguckt und wusste überhaupt nicht, was passiert. Also, da müsst ihr ihm noch ein bisschen nachsehen. Aber eben, ich bin gerne auf der Seite und schaue euch dabei zu, wie ihr uns Abos da lasst. Genauso soll es sein. So unterstützt ihr uns und macht es möglich auch. Genau, lasst uns gerne auch eine kleine Spende da, wenn ihr ein bisschen was übrig habt dafür. Denn eben, ihr seht die Qualität der Produktion, es kostet alles Geld. Wir haben Sponsoren, die das ermöglichen. Aber wenn ihr was übrig habt, sehr gerne, dann werden wir noch ganz viel und ganz lange Spaß miteinander haben. Also mindestens mal ein Abo da lassen, wer es noch nicht erledigt hat. Ja, das ist hier richtig geil. Besonders jetzt gleich wird es richtig knapp. So, aber jetzt können sie... Wow. Genau, und das ist das, was du gesagt hast. Raoul hält jetzt in so einer wichtigen Situation. Denn jetzt sind 2 Tore Unterschied. Genau. Also jetzt würde ich auch selber nicht so gerne am Tisch stehen. Denn jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, es sind 71 Tore geschehen. Alle stehen so am Tisch und denken so, boah, jetzt möchte ich hier gewinnen. Und wenn du jetzt hier den Fehler machst oder halt Matthias Schöpf heißt und den Ball mit Macht 10 da reinschießt. Boah, wo ist der denn hingegangen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was gucken wir uns hier eigentlich an? Vor allem wie mit so Slice mit Effet, aber wie schnell der war. Weil du hast ja den Ball vor der Puppe liegen. Das heißt, du holst dir gar nicht Schwung und den so schnell hinzukriegen, ist technisch überragend. So, Theis, jetzt bist du gefragt. Ja, da lehnt er sich richtig weit in den Tisch, damit er beste Sicht hat. Und der schießt also krass auf die Mitte. Und das ist für mich, wie ich angefangen habe, Tischfußball zu schauen, war das für mich immer so, hä, wieso ist denn die Mitte offen? Der kann ihn doch nicht einfach gerade durchschießen lassen. Aber natürlich weiß Matthias Schöpf, der ist so schnell in die Ecken. Genau, und da hat er einfach ein unglaublich gutes Timing, der Theis von Schindel. Und jetzt die Chance, hier die Führung auszubauen. Oh, lässt sich Zeit. Aber Raoul hat da was gegen. So, Möglichkeit zum Ausgleich. Ja, finde ich mega, wie weit der da reinguckt. Sucht die Lücken. Ja, jetzt wieder Versuch aufs Rechteck. Boah, und bekommt die zweite Chance. Macht ihn rein. Durch die Mitte. Da schießt er den Ball rein. Der trifft da Lücken, die gefühlt gar nicht da sind. Also, wo da der Ball auch wieder Platz gehabt hat jetzt, also
Richtig gut, richtig gut. 37:37, das muss man sich mal vorstellen. So viele Bälle und jetzt entscheidet sich das hier auf den letzten Bällen. Es ist so schön. Das ist so der Wahnsinn einfach. Ja, und wie einfach, also krass, wie alle performen da. Benny bekommt die Chance, macht den rein. Unglaublich, wie die auf Knopfdruck da sind. Das machst du nur, wenn du schon einfach wirklich Erfahrung auf großen Turnieren gesammelt hast. Anders geht das nicht. Ey. Könnt ihr irgendwo den Turnierbaum ansehen? Ja, hier wird öfter mal ein Link gepostet, unser Bot, der Fastnet-Link. Darüber kannst du dir alles angucken, was schon gespielt wurde. Vielleicht kann einer unserer Mods das sonst auch mal eben noch mal für dich posten. Ja, mir geht's genauso. Ich bin auch immer verblüfft, wie unfassbar schnell das geht, aber wie einfach das Bedienen aussieht. Genau. Eieiei. Und jetzt hier wieder Schöpf-Wilford können die Führung ausbauen. Reset. Raoul hat dazu feste angeschlagen, deswegen kriegt jetzt Benjamin Wilford mehr Zeit. Und das ist richtig. Der hält. Ich fasse es nicht. Zwei so wichtige jetzt schon. Unglaublich. Ja, also wenn da jetzt der Ausgleich für die Niederländer fällt, war es zweimal Raoul Camelo genau zum richtigen Zeitpunkt. Das ist das, was du gesagt hast. Job absolutely dann hinten gehalten, den Ball vorne auf die Stürmerreihe bekommen. Alter, was für ein Catch. Also Entschuldigung der Wortwahl, ich kann mich überhaupt, ich kann nicht mehr bei mir halten. Das ist zu spannend, Leute. Bravo, und den macht er rein. Ausgleich. Den macht er rein. Sensationelle Teamleistungen hier. Eieieiei. Dieser Save danach. Er schießt da mit Macht 10 aufs Tor und fängt danach trotzdem noch den Ball, um nochmal zu schießen. 38:38. Was wird das denn jetzt hier? Beide ein Tor für die Verlängerung. Beide aber auch noch die Chance zu gewinnen. So, 2 Tore noch, Ausgleich, das Spiel geht bis 40. Genau. Die Mannschaft, die jetzt 40 Tore erzielt, gewinnt. Aber es müssen 2 Unterschiede dazwischen sein. Also, wenn dann jetzt. Besonders, wir sind erst im Viertelfinale. Was kommt denn da noch auf uns zu alles? Finalspiele sind morgen. Oh mein Gott, hast du Matthias Schöpf-Schuss da gesehen? Der war so schnell, dass den konnte auch niemand mehr sehen. Der ist doch wieder aus der Matrix rausgekommen. Genau, es wird im Chat geschrieben, ich will es aber so gerne nochmal sagen, bis 40, aber bei 39:39, 2 vor, bis unendlich. So, ja, die Ösels haben immer so leicht die Nase vorn. Also auch jetzt Benjamin Wilford, wenn er den macht. Aber Raoul, der hält gerade einfach wie ein Monster. Da ist kein Vorbeikommen für Benjamin Wilford. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, also ich habe 2 große Turniere jetzt gespielt. Und habe mir schon in die Hosen gemacht, wenn du so einen Ball jetzt hältst und dann musst du wieder rausspielen und so. Es ist so verdammt viel Druck drauf und so anstrengend vom Kopf her. Deswegen Respekt, wie viel die da von den Möglichkeiten, die sie in den Händen haben, auch wirklich noch abrufen können. Ich fühle mich gerade selber, als würde ich das spielen. So angespannt bin ich. Und was hältst du davon? Ihr habt ja auch schon alle gesagt, wer gewinnt. Wir beide um das erste Getränk gleich an der Bar. Wir wollen doch auch wissen, was glaubst du, wer gewinnt? Österreich. Österreich? Ja. Damit ist es in Stein gemeißelt. Die Niederlande gewinnt. Schöpf per Zieher von hinten raus entscheidet das Spiel. Ist ein gewagter Call, aber Schöpf von hinten. Ich vertraue es auch sogar auf mein erstes Gefühl. Mit so einem eindeutigen Call auch noch. Du weißt genau, was passiert. Und jetzt macht Raoul das Tor. Ich sehe es kommen. Boah, fast Turnover. Wow. War das knapp, meine Güte. So, und es ist, genau. Ich habe schon die ganze Zeit mein Bein. Ich bin schon die ganze Zeit so mit meinem Bein am Anspannen, weil ich die ganze Zeit denke, es passiert was. Du hast ja gesagt, du erlebst das Spiel, als würdest du selbst spielen. Es macht einfach auch so super viel Spaß, das mit dir zu kommentieren und hier das zu machen, wenn man weiß, es sind so viele Leute mit dabei und es fiebern so viele Leute mit. Yes! Links rein. Starker Schuss, hier das nächste Tor. Und den hat er genau getroffen einfach. Oh, und jetzt, so. Leute, nächstes Tor. Österreich zieht ins Semifinal oder nächstes Tor für die Niederlande. 2 vor bis unendlich. Was für ein starker Pass. Abgetropfter Pass. Thijs van Schindel.
Und er macht ihn rein. Er macht ihn rein und wir gehen in die Verlängerung. 2 Vorbisse unendlich. Die sind echt kalt wie Hundeschnauze. In welcher Selbstverständlichkeit der da den Ball durchspielt und dann ins Tor setzt. Ich merke das auch. Ich bin hier sowas von enthusiastisch, Leute. Wenn ich zu laut bin, schreibt es in den Chat, dann reguliere ich mich runter, weil ich hier schon so am Rumschreien bin. Aber ich höre nicht auf zu schreien, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wenn, drehe ich mich runter. Oh, Turnover. Möglichkeit zum 40:39. Hier ist eine gute Frage aufgekommen. Und Thies trifft ohne Ende, aber den hat er verrissen. Hier kam eine Frage aus Nils. Sag Alter doch mal Schwede. bitte, bis wie viel es geht. 2 Vorbisse unendlich und er macht ihn. Und Er das macht war ihn mein rein. Call, das war mein Call für den Matchball. Es ist aber noch es nicht ist vorbei. noch nicht vorbei. 2 Vorbisse unendlich. Ah, langer Zieher, unglaublich. Und Ei. was mega witzig ist, das sind die Top-Spieler dieser Erde und die wissen teilweise selbst gar nicht. Also da waren jetzt kurz fragende Blicke. Hä, ist das Spiel jetzt vorbei oder nicht? Nee, sie haben noch eine Chance, sie können sich weiter am Leben halten, die Niederländer. Aber dafür muss dieser Ball auf dem unvertrauten Tisch, also auf dem Heimtisch der Österreicher, jetzt rein. So Leute, mir wurde gesagt, ich bin zu laut. Ich habe mich mal 2 Stufen runter geregelt, damit ihr meine Stimme auch ertragen könnt. Und jetzt die Chance für Österreich. Auf geht's, macht mich stolz, Niederlande. Genau, das System ist neu, gibt es noch nicht so lange. Boah, starker Schuss von Raul Camelo. Oh, und jetzt ganz knappe Kiste, So, ganz knappe und jetzt Kiste. pass auf, Nils, schau dir das an. Nein, Auflage, ich sag es dir Matthias Schöpf. nicht. Und er macht ihn rein. Wer hat's Er gesagt? macht ihn rein. Stark gespielt. Österreich Er macht's gewinnt. tatsächlich. Er macht's tatsächlich. Fair gespielt. Guter Call. Meine Güte, du hast es einfach, du wusstest es. Wow. Also da muss ich hier wirklich meinen imaginären Hut ziehen. Bruno hat gecallt. Ja, aber Matthias Schöpf wird es machen. zieh den imaginären Hut nicht vor mir, sondern Vor Matthias Schöpf. vor Matthias Schöpf und diesen Jungs da unten, was die für ein Spiel abgeliefert haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr das weiter sehen wollt, denn dann werdet ihr sehen, auch morgen wieder, vielleicht auch heute noch. Respekt. Und die waren 10 Tore hinten, irgendwie so. Also unglaubliche Aufholjagd. Boah, Und sag mir da war nicht, alles dass. drin. Jetzt erzähl mir mal einer, dass Tischfußball kein Sport ist. Ist das nicht geil? Guckt euch das mal an. Ohne Scheiß, kommt vorbei. Kickern ist so ein geiles Hobby. Mega. Alter Schwede, war das ein Spiel. Das kann man doch keinem erzählen. So knapp und so viele Bälle. Die spielen da über 80 Tore und dann entscheiden wir das auf so einer Nuance. Ja. Das ist richtig stark. Und da guck, grandiose Genau. Leistung. Man kann ja nicht sagen, also genau, du wurdest vorher gelobt, dass du auch Fehler ansprichst. Es war absolut auf Augenhöhe, da entscheiden Nuancen. Beide eine richtig starke Vorstellung. Also ich habe nur starke Spieler auf dem Feld gesehen, auf der Platte. Und guck, Das war so, das ist natürlich traurig. Da sieht man, Voll. Raoul Chamlot ist natürlich niedergeschlagen. Das ist natürlich auch schade für die Niederländer. Ist zwar eine starke Leistung, aber wenn man so knapp verliert, man ist so kurz davor, so ein unfassbar krass knappes Spiel zu gewinnen, das will man natürlich. Da will man natürlich gerne als Sieger herausgehen. Und da hat es natürlich gerade jemand gesagt, Crazy, komm kickern. Ist übrigens der Kanal von einem unserer Sponsoren. Komm kickern, super coole Applikation. Die haben nämlich auch nur im Sinn, Tischfußball zu promoten und auch praktisch Leute zu vernetzen. Ihr könnt auf der App Kickerlandkarte euren Spot eingeben und dann zeigt es euch Tische an, Turniere etc. Genau, und die haben gerade für uns mitgezählt, 24:9 hat Kevin Hunsdorfer seine Einzelsequenz gegen Bassi Jongen gewonnen. So. Oh, ich bin noch gar nicht bereit für Statistiken. heiser. Ich bin noch so voll mit Adrenalin. Wir gucken mal trotzdem kurz drüber. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das bedarf keiner Statistik. Das war einfach viel zu gut. Ganz ehrlich, guckt es euch an. Hier Schüsse, die geschossen wurden aufs Tor, Pässe. Aber Leute, ich würde sagen, wir lassen das einfach so stehen. Ihr habt gesehen, die Bälle sind uns um die Ohren geflogen. Meine Güte, war das ein Spiel.
Und dann rätst, also du machst auch noch den richtigen Call. Du sagst auch noch mit welchem Schuss. Ich Ja, das fass es ist- nicht. Nach 80 Toren, nach 80 Toren und dann schießt er ihn dir auch noch. Ja, Also- das ist just a magic moment und genau, oft ist es einfach so, dass man sich auf den ersten Impuls verlassen soll und in dem Fall war es genauso und freut mich natürlich auch für Matthias Schöpf. Ich finde den Typen ganz, ganz angenehm. Und hey, danke für die ganzen Abos, die jetzt reinflattern. Genau so funktioniert es. Ja, mega. Wir brauchen Unterstützung, damit wir sowas weitermachen können. Und es ist für uns auch immer das Zeichen, dass es anscheinend Spaß macht. Und, das ist Genau, natürlich nur jeder, der kann. sehr Wir lässig freuen für uns uns. auch einfach nur über Follow oder wenn ihr Bock habt, mit uns irgendwie in Kontakt zu treten. Ich habe das jetzt auch schon häufig erzählt, dass immer wieder einfach Leute mir per Facebook oder Instagram geschrieben, einfach weil die wissen wollten, so ey, weil ich erzählt habe, ich wohne in Heidelberg, wo kann man spielen oder so. Wir sind auch einfach nur ganz normale Leute hier, die Bock haben, das ein bisschen irgendwie unser Hobby an euch ranzutragen. Ey, wir freuen uns über jedem, dem wir helfen können. Und danke nochmal. Hier auf jeden Fall noch Statistikspieler, 5 Abos verschenkt. 5 Bars of Boredom, auch nochmal 5 Abos. Ey, mega cool. Wir freuen uns so, wenn das hier gut ankommt und ihr das irgendwie cool findet. Denn wir stecken da echt viel Herzblut rein Ja. und hoffen, dass euch das gefällt. Wir sitzen hier täglich ungefähr 10 Stunden in unserer Kommentatorenbox, abgeschottet vom Sonnenlicht. Ihr müsstet uns mal sehen, wenn wir hier immer aus der Kommentatorenbox gehen. Da ist komplettes Hirnblitzen und da kommt dann danach nur noch Blödsinn raus. So. Aber wir machen es wirklich gern, denn ihr habt gesehen, wie faszinierend und wie magisch dieser Sport sein kann. Und diese Freude, die wir an dem Spiel haben, die würden wir gern weiter mit euch teilen und mit immer mehr Leuten teilen. Ja, Mann. Und wir hatten heute, also hast du es gesehen, ich glaube mal 7000 Zuschauer, über 7000. Ja, wir waren ein bisschen über 7000. Genau. Sehr, sehr cool, schöne Sache. Und für euch direkt, wenn ihr Bock habt, hier nochmal uns beim geisteskranken Rumschreien und beim Tischfußball spielen, mit uns das zusammen zu machen, denn wir haben richtig Bock, mit euch ein paar Spiele zu gucken, wenn ihr da Lust drauf habt. Wir sind auch morgen wieder da. Ab 10 Uhr sind wir online. Dann geht es hier nämlich weiter. Semifinal-Spiele, Quarterfinal und Finale. 10 Uhr sind die Semifinals angesetzt. Um 12 Uhr gibt es Spiel um Platz 3 und dann das Wichtigste, 14 Uhr Finale. Da geht's rund. Und wenn das da Quarterfinal ist, dann weiß ich nicht, wie ich den Tag morgen überstehen soll, denn das wird anstrengend. ja, morgen wird gehen. Oh nee, das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Das ist genau andersrum. Wir fangen ja früher an. Uiuiui. Naja, ist für eine gute Sache und wir werden auf alle Fälle wieder am Start sein. Bevor es aber soweit ist, haben wir schon noch ein paar Sachen für euch parat. Es wird noch ein super Gewinnspiel geben, gesponsert von der ING Bank, unserem neuen Sponsor. Und jetzt in ein paar Sekunden aus der Final Area ein Interview mit den beiden Österreichern Matthias Schöpf und Kevin Hunsdorfer. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was sie sagen. Und ich hoffe natürlich wieder, dass es auf Deutsch kommt. Ja, Mann, ich freue mich auch. Ich freue mich auch echt, dass es euch so gefällt, ehrlich gesagt. Ich will das nochmal sagen. Oh, warte, wir gehen erst mal rein. Und den Benjamin Wilford bei mir aus dem österreichischen Nationalteam. Ihr habt hier gerade das Viertelfinale gewonnen und es war ja ein Hammerspiel zum Zugucken. Also Wahnsinn. Fasst doch mal selber, für uns waren es war ja Höhen und Tiefen. Wir haben mit euch gezittert, wir haben mit euch gejubelt. Fasst doch noch mal ganz kurz selber so die Höhen und Tiefen zusammen. Also für mich war eigentlich das Spiel vorbei, als es 20:6 stand. Und dann hat Kevin einfach angefangen zu spielen, wie ich es noch nie in meinem Leben von jemandem gesehen habe. Das war einfach so irre. Und es war so schön zum Zuschauen und zum Anfeuern. Und man ist so reingefiebert und es hat so Spaß gemacht. Und ja, und dann war ich dran und ich wusste, okay, jetzt müssen wir es gewinnen. Jetzt, wo er das für uns geleistet hat, das war einfach irre, der schönste Moment, den ich im Nationalteam, glaube ich, jemals hatte. Also ich war oben im Stream und wir haben gesagt, so, die sind so im Rückstand, jetzt müsste der Kevin eigentlich 22 Punkte scoren, um hier nochmal reinzukommen. Und genau das hast du gemacht. Wie hast du das dann angestellt? Ja, ich bin einfach mit der Einstellung hingegangen, aufgeben ist keine Option und es gibt einfach nur Kämpfen bis zum Schluss. Es gibt keinen anderen Weg und ja, es war halt einfach auch eine Ehre, einfach die Nation an sich zu vertreten und somit muss man einfach das Maximum aus sich rausholen. Das hast du wohl gemacht, das haben wir gesehen. Wahnsinn. Du bist ja auch schon zweifacher Weltmeister schon gewesen. Ne? Bis gestern hast die Silbermedaille im Einzel gewonnen. Ein klasse Spiel hier wieder abgeliefert. Und dann war natürlich der Druck bei euch da, nochmal auf dem letzten Spiel. Wie schafft ihr das, dass ihr mental einfach
auf der Höhe bleibt und nicht zu nervös werdet, weil ja der ganze Druck am Ende, den Erfolg, den der Kevin euch da rausgespielt hat, ja beizubehalten? Wir haben einfach immer wieder versucht, trotzdem Spaß zu haben und uns auf jeden Ball konzentriert. Und zwischendurch kommt natürlich trotzdem wieder die Nervosität und dann macht man wieder einen Blödsinn, aber dann fokussiert man sich wieder und am Ende hat es dann gereicht, obwohl die Gegner natürlich auch wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und wir wissen, dass es ein sehr starkes Doppel auch ist. Hammerspiel auf jeden Fall zum Zugucken, Wahnsinn. Ihr spielt gegen Frankreich morgen. Werdet ihr eure Strategie nochmal, gibt es da nochmal sowas wie ein Teammeeting? Werdet ihr irgendeine Strategie überdenken, irgendwas anpassen, wenn ihr den Gegner jetzt schon kennt? Ja, es wird sicher eine Zusammensitzung geben. Wir werden sicher darüber nachdenken, wie wir uns aufstellen. Und wir wissen, dass Frankreich auch eine sehr starke Nation ist. Und deswegen sollte man sich auch deswegen gut vorbereiten. Klingt super. Ganz herzlichen Dank. Glückwunsch nochmal. Danke für dieses spannende Spiel für uns. Möchtet ihr gerne ein paar letzte Worte loswerden an Freunde, Familie, Fans in Österreich? Dürft es auch gerne auf Österreichisch machen, wenn ihr möchtet. Ja, schöne Grüße einfach an alle Leute zu Hause und die was mitfiebern. Freut mich natürlich, die was uns alle unterstützen und die was auch live zusehen. Und herzlichen Dank dafür. Ebenso von mir auch schöne Grüße an alle Österreicher, die mitfiebern und danke, dass ihr uns unterstützt. Herzlichen Dank, Benjamin. Herzlichen Dank, Kevin. Wahnsinnsspiel. Danke für die Spannung, die ihr hier in die Final Area gebracht habt. Jetzt dürft ihr euch ein bisschen feiern oder ausruhen, wie auch immer ihr möchtet. Ganz herzlichen Dank und bis morgen.